Moin, ihr Landratten, Seebären, Schiffskicker und Freunde des Hamburger Hafens. Herzlich willkommen hier wieder bei Hamburg Hafen Live, direkt von der Waterkant. Mensch, Wetter ist super, Schiffe kommen, aber was soll ich sagen? Also zu Uhrzeiten, ich äußere mich nicht mehr. Also nur noch mit Anwalt. Ja, es ist wieder alles in die Hose gegangen. Die Al-Subara, die da jetzt kommt, die sollte eigentlich hinter der HMM kommen, erst um 18 Uhr. Jetzt ist sie schon da. Mensch, ich musste holter die Polter zu Hause los. Also macht mich nicht dafür verantwortlich. Ja, ich bin einfach nur ein Sklave der Schiffsfahrpläne und hoffe, dass wir trotzdem schöne Bilder bekommen. Es wird auch gleich noch, ja, ich will nicht sagen, nee, Besuch ist es nicht. Die Mädels kommen noch. Also Tanja und Schwester Hansen, die werden gleich auch noch eintreffen. Ich bin schon etwas eher losgefahren, weil ich gesehen habe, dass hier die Al-Subara schon unterwegs ist. Aber spätestens, wenn die Mädels da sind, dann ist auch für gute Laune gesorgt. Ansonsten würde ich sagen, jetzt anschnallen, festhalten. Wir legen ab. Viel Spaß bei Hamburg Hafen Live, ihr Lieben. So. Ja, endlich mal wieder ein Hapag-Lloyd-Schiffchen, ein größeres der 400-Meter-Klasse. Nicht aus der Hamburg-Express-Klasse, sondern ja, die Al-Subara. Die ist so jetzt, Moment, ich muss mal gerade was gucken. Kann das sein, dass ich keine WhatsApp verschickt habe? Ja, muss ich mal eben noch machen. Oh. Wieder die Hälfte vergessen, die Hälfte wieder vergessen. Ja, das ist halt so, wenn man holter die Polter alles macht. Jetzt geht aber hier die WhatsApp raus. Okay. Oh, das gibt wieder Prügel. Das gibt wieder Prügel. Chatkloppe. Kollektive Chatkloppe. So, jetzt müsste sie aber angekommen sein. Los Wotzos Apsos. Ja, heute wieder Bubendei-Ufer. Quasi mein Wohnzimmer. Hier ist halt das Schöne, dass jedes Schiff hier vorbei muss. Ja, die Al-Subara, die ist, ursprünglich war das ein Schiff von UASC, United Arabian Shipping Company. Und diese arabische Reederei, die wurde ja von Hapag-Lloyd. Bei der Jahreszahl muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, wann wurde die übernommen? War das 2019 oder so? Irgendwie so 2019 plus minus 1-2 Jahre, könnt ihr mir gerne noch mal helfen. Kurz davor hatte Hapag-Lloyd eine chilenische Reederei übernommen, CSAV. Ja, und diese ganzen Schiffe, die irgendwie so mit Al anfangen, Al-Nefud gibt es da zum Beispiel noch, die sind halt alle aus dem Bestand von UASC, wurden dann natürlich umgepinselt, umlackiert und fahren weiterhin. Waren halt damals die ersten 400-Meter-Schiffe, die Hapag-Lloyd hatte, quasi zugekauft. Ja, im Hintergrund sehen wir auch schon die HMM Algeciras. Die sollte ja eigentlich vor der Hapag-Lloyd reinkommen. Aber wie gesagt, keine Angaben zu Uhrzeiten mehr ohne meinen Anwalt. Mike ist da und lässt 2,49 da. Mike, mein Lieber, ich danke dir herzlich. Vor Papa Whisky ist auch schon seit 16 Monaten dabei. Herzlichen Dank, mein Lieber. Und 11 Monate mit dem Primesat-Sub, der Jupka Wuff. Michi ist da, 2017, er hat nochmal nachgeschaut. Ja, mit den Jahreszahlen, ich weiß gar nicht, CSAV muss irgendwie ein Jahr vorher gewesen sein. Das war, glaube ich, alles in relativ kurzen Abständen. Die chilenische Reederei, das war damals zu dem Zeitpunkt oder kurz bevor ich dann mit der Valparaiso Express gefahren bin. Da war damals noch die Frau des ehemaligen CSAV-CEOs, das war, glaube ich, Taufpatin von der Valparaiso Express, die in Chile in Valparaiso getauft wurde. Ja, Rea, ich werde älter. In der Tat werde ich älter. Kannst du machen nix, ne? Geht von ganz alleine. Das geht leider von ganz alleine. Ach, CSAV war schon 2014, krass, ne? Wie die Zeit rennt.
Wahnsinn. Ja, bei sowas fehlt mir also wirklich jegliches Zeitgefühl. Bei solchen Jahresangaben. Aber immerhin war ich ja schon mal richtig in den 2010er Jahren. Also ich finde, dafür kann ich auf jeden Fall ein Sternchen bekommen. Toni, moin. Greetings to Portugal. Ja, ich glaube 400 Meter lang, gehört noch nicht zu den ganz großen. Ich meine 58 oder 59 Meter breit. Müsste dann so eine Kapazität von ca. 18.000 oder knapp darüber haben. Irgendwas zwischen 18.000 und 20.000 Toi, schätze ich mal, wird das Schiff haben. Christa lässt 2 Euro da, Dankeschön. Ihr wisst das ja immer viel, viel besser. Bis ich das alles gegoogelt habe, ist der Chat schon lange da. Oh, Michi schreibt gerade, es sollen ein paar von den neuen Maersk-Containern drauf sein. Da bin ich ja gespannt. Also Maersk schickt ja jetzt auch blaue Container ins Rennen. Hellblau, quasi in Firmenfarbe. Bei meinem Glück stehen die alle auf der falschen Seite. Ah, das ist einfach cool, wenn hier die dicken Dinger der Reihe nach Hamburg reinkommen. Captain Phillips grüßt vom Feuerschiff Norderney. Du bist doch eben hier mit dem Bulker vorbeigefahren. Irgendwas läuft doch da schief mit dem Account. So, ich muss mal eben die Kamera umdrehen und dann mache ich auch gleich mal Lufthansen bereit, damit wir hier auch ein bisschen gegen die Fähren gewappnet sind. Moni, Dankeschön für 15 Monate. Jack, herzlichen Dank für deinen Sub. Willkommen an Bord. Dankeschön. So, wo ist jetzt das Kabel? Ohne Kabel kein Bild. Eigenes AIS für Lufthansa, ja. Wohl eher ein Transponder für Flight Radar 24, oder? Irgendwie sowas in der Art.
So, ich schaue mal gerade, ob wir ein Bild haben. Jo, das sieht gut aus. Da kommt auch gleich die erste Fähre. Also genau richtig hier gestartet. Ah, ist das cool, wenn da hinten schon die HMM kommt. Also ich mag ja diesen Blick mit dem Tele hinten auf die Elbe. Oh, der Schlepper vorne hat aber ein bisschen Welle gegen sich. Ja, die 400-Meter-Schiffe werden ja immer schon in Wedel in Empfang genommen von einem sogenannten Escort-Schlepper. Der ist dann achtern dran und die anderen, die kommen dann jetzt hier so nach und nach. Je nach Wind kommen dann 3 oder 4 Schlepper zum Einsatz. Hier sieht das aktuell nach 4 aus, aber ihr seht das wahrscheinlich besser auf dem AIS. Ja, guter Tipp hier noch von Michi, die Al-Zumbara, die haben sie wahrscheinlich vorgezogen, weil die ja zum Eurogate geht und die muss ein bisschen weiter hinten rein nach Waltershof als die HMM. Und ja, damit die sich da nicht in die Quere kommen, haben sie wahrscheinlich die Al-Zumbara vorgezogen. Das macht natürlich absolut Sinn. Immer gut, wenn man einen Fachmann im Chat hat. SafeZone-Expert, ich danke dir. 5 € für Wahnsinnsbilder und Bullforce. Auch 9 Monate dabei auf Twitch. Dankeschön. Eva, 5 Schweizer Franken. Dankeschön, Eva. Herzlichen Dank. Und der Pagoro, 4 Monate Prime Sub. Dankeschön, ihr Lieben. Noch ist es ruhig. Lehnt euch noch etwas zurück. Gleich kommen Tanja und Schwester Hansen. Dann ist hier Abriss am Bugendeiufer. Fairplay-Schlepper sind heute auch im Einsatz, John Deere-Fahrer. Also eben waren schon 95 und 96 hier. Als ich aufgebaut habe, haben die einen sehr schönen Bulker reingebracht. Ja, war ich natürlich mal wieder etwas zu spät, um den auch noch mitzunehmen. Sachsen-Uwe, moin mein Lieber, danke für die 2,49. Ach, in 9 Minuten geht ein Beluga raus. Ja, ich fürchte, der Wind steht aber verkehrt. Ich fürchte, der steht leider etwas verkehrt.
für einen rausgehenden. Ihr könnt ja mal gucken, ob auch noch einer reinkommt. So, auf meiner Seite sollen blaue Maersk-Container sein. Warte mal, das sind doch noch ganz normal graue. Also da ist ein blauer so mittendrin. Das könnte einer sein. Ach, da hinten ist einer. Da hinten sehe ich einen. Boah, das ist aber auch eine coole Farbe, oder? Jetzt stellt euch mal vor, ein Schiff komplett voll, nur mit so blauen Maersk- und orangen Hapag-Lloyd-Containern. Orange and Teal nennen es die Filmemacher. Christa, 2 Euro für den Lütten Schleppi. Ja, kommt sofort, Christa, kommt sofort. Danke dir vielmals. Den muss ich erstmal suchen hier, unseren Lütten Schleppi. Ach, guck mal, da haben wir doch mal einen von den neuen. Guck mal da. Das ist schon eine schöne Farbkombi, oder? Hoffen wir mal, dass das jetzt nach und nach mehr wird. Das wird sicherlich eine Zeit lang dauern, aber ich nehme mal an, wenn die ja, alle neuen Container so machen, dann wird das halt sukzessive, werden die ausgetauscht. Und dann wird das natürlich in Zukunft Stück für Stück immer mehr. Hansi, Dankeschön. Auch nochmal 5,99. Jack, gute Frage, wo Maersk die Container fertigen lässt. Vielleicht ist der Michi ja noch im Chat oder hört mit einem Auge rein und weiß das zufällig. Die Mädels sind am Dockland, nächste Fähre sind sie hier. Sehr cool. Essenblitz, moin mein Lieber, danke dir vielmals für 10 Euro. So, hier wird aufgestoppt. Bisschen Sprudelwasser für die Elbe. Und Rainer schickt auch noch mal einen Gruß.
an das ganze Team. Danke dir für 15 Monate, Rainer. Auf der anderen Seite geht auch schon der Michel raus. Der wird wahrscheinlich dann zur HMM fahren. HMM ist ja meistens Fairplay-Job. Und kein großes Schiff ohne die Polizei. Die HMM soll sich mal ruhig ein bisschen Zeit lassen. Schön, wie sie da im Licht steht. Da hinten sind auch ein paar von den neuen Containern drauf. Da kommen sie natürlich noch nicht so ganz zur Wirkung. Aber ich mag ja auch solche Bilder. Ja, also komplett Container im Bild. Für alle Tetris-Fans. Major Chaos raidet rüber mit 10 Leuten. Moin ihr Lieben, willkommen an Bord. Und Alpha Power, 10 Monate dabei. Ahoi und moin aus Hessen. Ich danke dir vielmals. Schiff wird jetzt positioniert und dann, wenn es genau an der richtigen Stelle ist, mit dem Heck gedreht und in den sogenannten Parkhafen gezogen oder geschleppt. Ja, aber die HMM lässt sich ein bisschen Zeit. Die haben wahrscheinlich auch etwas Dampf rausgenommen.
damit die hier erstmal in Ruhe die Al-Subara drehen können. Und jetzt geht das los mit der Drehung. So, dann schauen wir mal, ob die Mädels jetzt gleich hier mit der Hamburgensie kommen. Das könnte ja ungefähr passen, oder? Hallo! Ja, ist so lustig, dass die Leute schon von der Fähre runter grüßen. Ja, immer wieder beeindruckend, wenn das Schiff erstmal in Bewegung ist. Die Drehung selbst, das dauert nur ein paar Minuten. Hier sieht man auch sehr schön, wie die Schlepper sich positionieren. Jeff fragt, warum die großen Schiffe gedreht werden. Ja, damit sie quasi das Ganze beim Ablegen oder Rausfahren nicht mehr machen müssen. Also irgendwann muss man halt drehen, ne? Entweder bevor man reinfährt oder dann später, wenn man wieder rausfährt. Und normalerweise sehen wir das hier in Waltershof immer, bis auf ganz wenige Ausnahmefälle, dass sie beim Anlegen drehen und dann rückwärts reingezogen werden. Und dann später, wenn es wieder rausgeht, dann müssen sie halt nur ablegen, ein bisschen nach vorne fahren und sind dann schon relativ schnell auf der Elbe. Aber es gibt auch Ausnahmefälle, wo man mal sieht, dass ein Schiff vorwärts reinfährt. Das kann zum Beispiel den Grund haben, dass auf der einen Seite was geladen werden muss, wenn vielleicht zum Beispiel mit einem Kran auf die eine Seite Ladung kommen muss, dann kann es durchaus Sinn machen, dass das Schiff andersrum eingeparkt wird. Nein, der Hafen hat keinen Kreisverkehr. Was müsste das für ein Kreis sein? Ja, die Idee ist witzig, aber das wäre, glaube ich, ein ganz schön riesiger Kreis oder Teich, den man da einrichten müsste. Ach, da sind die Damen noch nicht drauf, kommen dann mit der nächsten Fähre wohl.
Ja, und für alle, die da vielleicht das erste Mal dabei sind, ich schwenke mal hier rüber, dann seht ihr auch mal, wo das Schiff hin muss. Da hinten so ungefähr auf die Höhe von der MSC, die da so richtig schön in der Sonne liegt. Ungefähr da muss sie hin, allerdings auf die aus Kamerasicht rechte Seite. Schiff kommt gerade aus Rotterdam. Ja. Und nach Hamburg wird sie dann umdrehen, wieder in die andere Richtung fahren. Könnte ich mir vorstellen, dass sie dann nach Antwerpen geht. Ja, die HMM hat auf jeden Fall deutlich Fahrt rausgenommen. Die ist kaum näher gekommen. Taxi Alex, rated rüber mit 21 Leuten. Moin, willkommen an Bord hier im Hamburger Hafen, ihr Lieben. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, das sieht doch schon krass aus, oder? Wenn so ein Riesenteil da rein buxiert wird. Schön mit der Elbphilharmonie im Hintergrund. Hier sehen wir jetzt auch noch mal einen von den neuen Maersk-Containern. Ich finde, da könnte Maersk mal ganz werbewirksam einen von den Neubauten komplett mit voll machen. Werden sie bestimmt. Werden sie garantiert machen. Isse fragt, ob die eigentlich Landstrom nehmen oder sich mit Hilfsgeneratoren versorgen. Sowohl als auch. Das kommt ein bisschen aufs Schiff drauf an. Die Terminals haben, glaube ich, mittlerweile Landstrom, können das anbieten, aber nicht jedes Schiff ist da schon drauf vorbereitet. Oh, da machen wir doch mal ein Foto, oder? Lotse zwängt sich da auch mal gerade durch. Ja, und dann kann es auch gleich schon mit der HMM weitergehen. Hier ist nochmal die Frage, was sind alte gegen neue Container? Also hier siehst du noch einmal diesen hellblauen Maersk-Container. Das ist ein neuer. Und die alten, die sind dann eher grau mit dem blauen Logo drauf. Hier ist die Frage, ob die Al-Subara eine Ausnahme ist oder Hapag-Lloyd jetzt wieder mit den 400-Meter-Schiffen kommt. Also bei den 400-Meter-Schiffen, die hier abgezogen wurden,
haben wir eigentlich in erster Linie von der Hamburg Express-Klasse gesprochen. Also die ganzen Neubauten. Und die Al-Subara ist natürlich auch ein 400-Meter-Schiff. Fährt halt auch in dieser sogenannten Gemini-Allianz mit Maersk. Allerdings ist es nicht eins von den ganz, ganz großen und fährt deshalb noch Hamburg an. Soweit ich weiß, soll es aber noch 2 Schiffe geben aus der Hamburg Express-Klasse, die weiter in Hamburg anlaufen. Ich glaube, es ist die Singapore Express und die zweite... Oh, war das Manila? War das Manila? Ich glaube, es war Manila Express, die zweite. Ah, Chris, danke. Zweite ist wohl die Hanoi Express, nicht die Manila. Ja, da kommt dann die HMM gleich, aber die braucht noch ein bisschen. Ja, die HMM-Schiffe, die sind immer irgendwie ein bisschen auffällig mit ihrem Scrubber. Die nebeln immer die ganze Elbe zu. Also was da oben rauskommt, sind halt die gefilterten bzw. die gereinigten Abgase. Und das ist ein sogenannter Scrubber, der da läuft. Aber der bei HMM, der entwickelt immer so viel Wasserdampf, dass echt die ganze Elbe zugenebelt ist. Müsst ihr mal darauf achten, wenn die gleich an uns vorbei sind, dann ist hier echt komplett zugenebelt. Tony, thank you for one gifted membership. Jo, jetzt kommt von hinten mal wieder eine Fähre. Das könnte sein, dass die Mädels da im Anmarsch sind. Ja, Chemtrails, ganz genau. Dieser weiße Rauch aus den Scrubbern sieht natürlich immer nicht so hübsch aus. Das ist natürlich, gerade mit dem Hintergrund Umwelt, ist das natürlich nicht so ein schönes Bild, ist aber verhältnismäßig harmlos. Tony, 15 Euros. Thank you, Tony. Thank you. So, ihr Lieben, die Ruhe ist vorbei. Schwester Hansen kommt. So, hier könnt ihr gleich mal... Moin! Moin! Wollt ihr gleich mal ein Mikro haben? Hier. Kann Schwester Hansen hier gleich das Animationsprogramm übernehmen? Ja, ganz wunderbar. Du musst doch mal zum Auto gleich. Oder wolltest du kein Stößchen? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, eben. Deswegen. Ja, da sagen wir mal herzlich willkommen, Brauchst du einen Autoschlüssel? Ja. ihr Lieben, auf dem Kanal. Was geht ab? Ja, hier ist die schon Polizei Halligalli. ist schon da. Die hör mal. Polizei ist da. Ja, wir müssen heute mal hoffen, dass sie endlich mal hier rüberkommen. Dass sie dich mal verhaften. Wieso willst du eigentlich immer, dass die mich verhaften? Immer. Ich dachte, du hast das gerne. Du willst mich nur aus der Gosse wiederholen, ne? Damit ich dir auf den Knien rumrutsche und sag, Vati.
Ich hol dich Tell nicht ab. me. Du holst mich nicht Ich ab? hol dich da nicht raus. Oh, das ist doch, Ja, also weil ich das ge- sind Freunde, weil, ne? Weil ich genau weiß, dass du es doch magst. Leute, wo bin ich denn heute wieder hier gelandet? Aber Sonne hast du mitgebracht, finde ich in Ja, Ordnung. Hammer. Wetter ist ganz okay. Ja, finde ich gut, finde ich Ja, gut. Find Wetter ich gut. ist ganz töfte. Muss mal meine Brille aufsetzen, sonst kann ich ja nichts sehen. Ja, jetzt seht ihr dann auch mal ganz gut, was das für ein Manöver ist, dieses Schiff da hinten rein zu fädeln. Das geht wirklich ganz langsam, aber natürlich ständig. Also da irgendwie zu stoppen und so, das wäre irgendwie schlecht. Das Schiff muss schon irgendwie da so ganz langsam reingleiten. Ich glaube, die Polizei bleibt gleich da und wartet dann auf die HMM. Und ich habe gedacht, die warten auf mich. Ja, Oh. ja, es tut mir leid, dass ich dir da so ein bisschen... Ja, die Erwartung, Ja. die Erwartung. Ich weiß das schon. Vielleicht hast du ja Glück und es ist wieder Officer Snickers im Chat. Officer Snickers? Wer ist das denn, hör mal? Der ist von der Wasserschutzpolizei. Du, der hört uns bestimmt. I believe in you. Kann sein. Kasimeli, danke dir für 11 Monate. Danke. So, die Leute sagen auch schon Moin Schwester, Moin Tanja. Ich sag mal Moin für uns beide mal zurück. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, jetzt haben wir endlich fachliche Kompetenz hier an Bord. Definitiv. Was wollt ihr wissen? Ich weiß alles. Ich habe kannst- alles studiert jetzt hier. Du kannst gleich was über die HMM erzählen. Ich muss gleich hier einmal zwischenlanden. HMM. Ja. Das hat nichts mit H&M zu tun. Obwohl, die bringt bestimmt auch Klamotten für H&M. Bestimmt, ja. Das kann durchaus sein. Ja. Aber wir können ja auch in der Zwischenzeit ein bisschen Planespotting machen. Die Hamburgensie ist da mit dem A380 vorne am Bug. Legt hier gerade an. Ja, so dicht habe ich hier auch noch nie gesehen. Ist ein bisschen süß. Muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen. Wo ist denn eigentlich deine Fahne, hör mal? Die Leute fahren vorbei und wissen gar nicht, was hier los ist. Aber die kann man hier die nirgendwo glotzen dich zwar festmachen. an, aber keiner weiß, Kann was man los hier ist. nirgendwo gut festmachen. Ja, aber ich wollte auch das Banner Girl mal wieder sein. Ja, hättest du Bescheid sagen müssen, dann hätte ich das mitgebracht. Leute, ich muss doch nicht mal alles sagen. Ja, wenn die Hamburgensie weg ist, dann landen wir einmal zwischen. Apropos Lufthansa, hast du meine Tasche gesehen? Auch eine Lufthansa Retro. Ja, da, Chris, wusste zum Beispiel gar nicht, dass du eine Fahne besitzt. Doch. Die ist also der Prototyp ist schon da. Guck mal, der Dieter sagt, Schwester Hansen, die süßeste Frau Hamburgs. So, und jetzt darfst du dazu mal was sagen, Herr Paddy. Was? Ja, Was soll ich denn dazu sagen? du musst dazu ein Statement Da fällt mir abgeben. doch nichts zu ein. Ja, ohne Worte alles. Ja, ich kommentiere Fake News nicht. Leute, heute gibt's hier wieder was auf die Ohren, ich sag's euch. Du weißt doch, er hat's nicht so mit Romantik und Komplimenten. Ja, da ne? hast du auch wieder recht. Achtung, einmal alle Ja, etwas zur ja, Seite. Ja, komm runter, Lufthansi. Das ist aber ordentlich windig. Jo. Einmal kurz wechseln. Und dann geht das hier schon mit dem nächsten Dampfer weiter. Ja, ich sehe schon am Anmarsch, ich sehe ihn schon.
Ja, Leute, das mit der Hafenromantik, das müssen wir hier nochmal mit dem Paddy ein bisschen üben. Ne? Wieso? Ja, Ja, ist viel zu viel Hektik, oder? Hektik, ist doch gar nichts los hier. Die sind nur 2 Damen vom Grill für dich. So, was sagen die? Habt ihr Fragen? Müssen wir irgendwas antworten? Braucht ihr Informationen? Ich habe alles. Kann alles abrufen. Ja, ihr dürft jetzt lauter Fachfragen stellen. Also der Schwarzwaldjürgen möchte zum Beispiel wissen, wie viele Tonnen Klamotten denn in den Containern auf der hereinkommenden HMM Algeciras sind. Also sehr, sehr Jetzt geht viele. das hier schon wieder los mit Rechenaufgaben. Das hatten wir ja gerade vorgestern. Also, da kommen so einige Tonnen nach Hamburg. Ja. Also ich kann ja nur mal schätzen. Oder wir können einfach mal Achtung. nachgucken, genau. Wir haben nämlich unsere Maschine im Chat und die weiß das. Ganz bestimmt, die hilft mir auch. Du meinst im Der lacht Zweifelsfall, sich jetzt kaputt. Ja. im Zweifelsfall fragst du einfach. Sebastian. Nee, die Maschine, die hilft mir, das weiß ich. Das ist nämlich ein guter Junge. Da will jemand die Lottozahlen wissen, aber glaubst du, dass wir die verraten? Die brauchen wir selbst. Die brauchen wir ja selber. Also wir teilen ja gerne, aber nicht alles. Ne? Kann ja auch fast alles wissen, aber ne? Nicht eben alles. Das geht nicht. Nimmt das Schiff Retouren auch wieder mit? Dann ist ja noch die Frage, Tide oder Flut? Flut. Ja, aber Tide oder Flut, das ist wie Autofahren oder vorwärts. Rückwärts Die oder Frage. vorwärts, ja. Das stimmt. Also Tide oder Flut, die Frage funktioniert nicht so richtig. Mit ein bisschen Fantasie funktioniert das super. Ja, genau. Ein bisschen Romantik dabei geht das auch. Immer. Immer. Ja, es geht ja auch dann noch irgendwann die One Recognition raus. Ein schönes, Das ist ein schönes Schiff, ne? schönes pinkes Schiff. Ja, genau. Ja. Pink, ich wollte es gerade sagen. Aber nun kommt ja erstmal das blaue, schöne Schiff hier. Kommt die eigentlich her? Weiß ich jetzt gar nicht. HMM, Hyundai Merchant Marinas. Ja, die na Abkürzung. sicher. Das wusste ich auch. Ich wollte das auch gerade sagen, aber du bist mir wieder zuvor gekommen. Aber ist okay. Ist okay klar. für dich. Ist okay. Ist geil. Ist super. Ja, hier ist doch mal eine berechtigte Frage. Warum heißt Schwester Hansen eigentlich Schwester Hansen? Wahrscheinlich, weil sie ein Einzelkind ist. Weil ich die Schwester von Tanja bin. Ganz genau. Hast du denn die Flugzeuge auch hier unter Kontrolle? Irgendwas hat Ja, also Sebastian geschrieben? vorhin ist wohl irgendwie ein Beluga rausgegangen, aber das passt mit der Windrichtung hier heute so gar nicht. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall erstmal den Michel. Das ist ja wirklich einer der schönsten Schlepper hier im Hafen. Warum? Ja, weil ich mag den einfach von der Form. Der sieht so sehr klassisch aus, ist aber dann auch schön bullig, ist vorne sehr hoch. Stimmt, der ist wirklich sehr hoch. Ja, also ich finde, es ist ein richtig cooler Schlepper. Aber am coolsten war, wo du da mit drauf warst, hör mal. Ja, ne? Das war ein bisschen das war richtig Action, ne? Doch. Ja, ja. Das war. Stefan, danke für 14 Monate. So, haben wir denn da vorne ein paar Leute rumlaufen? Ja, guck mal hier, das sind doch schöne Bildausschnitte, oder? Wenn man so ein Sehr. bisschen mal gucken kann, was da oben Sehr. passiert. Ja, die bereiten sich jetzt langsam aufs Anlegemanöver alle vor. Auf der sogenannten Manöverstation. Vorne auf der Back, hinten gibt es achter natürlich auch noch eine Manöverstation. Sieht man sehr schön die beiden großen Winden für die Ankerketten und aber auch mal die kleineren für die Festmachleinen. Ah, weißt du, was jetzt auch ganz cool wäre? Wenn die Lufthansa, ne? Wenn du jetzt so einen Knopf drücken könntest, da kommt so eine Fahne raus und da so etwas ertönt und da steht drauf: Welcome to Hamburg. Leute,
Moin oder so. Ich meine, das wäre schon ein bisschen geil, hör mal. Ach, guck mal, hier haben wir aber auch gerade ein sehr schönes Ach, guck Detail. mal. Na, das ist ja auch hier immer ein beliebter Job. Gangway fertig machen. Ja, irgendeiner muss da jetzt erstmal den ganzen Sicherungskram machen. Der ist natürlich angeleint, also keine Angst. Die ist aber auch dicht hier, ne? Ja, ja, die ist schon echt, schon wirklich dicht. Bleib mal Klapper. Dominik ist auch da und der Schiffsfahrer. Ach, auch mal wieder. War der im Papa-Urlaub? Wahrscheinlich, oder? Untergetaucht. Moin Dominik, mein Lieber. Muss auch mal sein. Natürlich. Mein Hund und ich haut 3 Getränke raus. 10 Schweizer Franken. Dankeschön. Danke, danke. Upsala. Ja, im Hintergrund geht noch ein kleineres Flugzeug runter. Nicht wirklich spannend. Und Jetzt die kriege ich wahrscheinlich, jetzt kriege ich Kloppe von den Flugzeugfreunden. Wieso? Wenn ich sage, das Flugzeug ist nicht spannend. Nee, das darfst du nicht sagen. Jedes Flugzeug ist spannend. Ich glaube, wir werden abgeholt. So, jetzt kommt die Polizei, Anja. Der Sachsen-Uwe haut jetzt mal einen raus für 5,99 und lässt liebe Grüße da, auch von seiner lieben Frau. Und wir sagen natürlich erstmal Danke und Grüße zurück. Dankeschön. Und wir brauchen nachher noch einen Geburtstagshorn, falls es nicht schon kam. Können wir gleich machen. Hier fragt jemand, ob du schon einen neuen Schirm hast. Habt ihr schon Ja, einen? habe ich heute geholt. Ach, guck mal. Heute Morgen eingekauft. Sogar noch etwas größer als der alte. Oh. Im Fachladen für Schirme. Es gibt ja hier einen Laden, Schirm und Co. heißt der. Ja, in der Die Stadt, haben nur Schirme. in der Nähe vom Rabeusen. Also da kann man auch so richtig schöne Fachgespräche über Schirme führen. Ja, die haben Ja. eigentlich nur Schirme. Also wenn ihr einen Schirmtick habt, also dann und ihr sagt, Mensch, Schirme, das ist mein Leben, dann geht ihr mal zu Schirm und Co. Da muss er auch viel Zeit mitbringen, weil der steckt ganz gut, ne? Die schnacken gut, ja, Jo. in der Tat. In der Tat, die schnacken richtig gut da. Bitte? Nee, aber wenn der Regen kommt, dann brauchen wir ein bisschen Schutz. Wir sind ja aus Zucker. Nein, wir doch nicht, wir sind aus Hamburg. Sie hat es gesagt, wir sind aus Hamburg. Wir sind definitiv nicht aus Zucker. Wir können eine steife Brise ab, ne? Jace, ich danke dir für 2 Euro. Jürgen, ich weiß nicht, ob die zu uns kommen zum Kontrollieren, aber wir wünschen uns das. Weil heute ja Frau Hansen hier ist und die möchte ja gerne mal ein Gespräch mit den Uniformierten führen. Wieso sagst du das? Ja, du hast doch damit angefangen mit dieser ganzen Uniformgeschichte. So, jetzt zieht der Schlepper rüber. Charlene, google das mal, Schirm und Co., wo der Genau. Laden sich genau befindet. Das ist mitten in der Hamburger Ist City. mitten in der City, also ist so grob da Europapassage die Ecke. Ja, ein bisschen weiter Grob. hoch. Grob, Grob. also ganz grob. Aber google das mal, Schirm und Co.
dann findest du das schon. Ich weiß es noch ein bisschen genauer. Wenn du die Straße Rabeusen eingibst, direkt daneben die Straße, da befindet sich dieser Schirmladen. Guck mal, das ist auch lustig. Manu schreibt mich an und sagt, Paddy, liebe Grüße an Tanja und Frau Hansen. Manu weiß ganz genau, dass ihr den Twitch-Chat nicht lest. Ja, dann sag doch mal Manu, lieben Ja. Dank. Du kannst aber hier bei mir den Twitch-Chat gerne mitlesen. In der Rosenstraße. Danke, Rosenstraße. Rosenstraße, Dankeschön. ja, Sie genau. haben einfach mitgehört und einfach mit eingestiegen. Finden wir sensationell. Hören Sie mal, junge Ja, klar, Frau. also ich glaube, Fallschirme haben sie nicht. Nee, Fallschirme haben Sie Aber nicht. Sonnenschirme aber haben sie wohl auch, ja. die haben alles, was an Schirmbedarf, ja. ich glaube sogar Eisschirmchen haben sie. Cocktailschirmchen. Genau, Cocktailschirmchen, Ja. Eisschirmchen. Alles das, was wir jetzt auch gebrauchen könnten, natürlich mit Getränk und Eis und so, ne? Klar, ist muss ich Ihnen dazu sagen. Nee, das ist kein neuer Schleppi gewesen. Das ist schon ein alter. Was war das? Die Fairplay 9, ne? Fairplay 9 hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber sagte ich nicht was von wegen vernebelt? Guck mal jetzt, wie diesig das da ist, wenn wir rechts am Schiff vorbeigucken. Ja, also wir würden ja gerne ein Eis ausgeben, aber hier gibt es ja nichts. Gibt es weder was zu trinken noch ein Eis, noch nicht mal. Es gibt hier nichts, noch nicht mal ein Stück Pizza. Nix. Fairplay 11 war das. Nicht 9, aber da habe ich wieder die römischen Ziffern vertauscht. 9, das kann ich auch sehr gut. Es ist alles nicht so dramatisch. Also Fairplay 11. Ja, aber ich finde in römischen Ziffern 11 und 9 ist ja fast identisch, Naja. Ja, ich gebe dir recht. oder? Ja, ich trag ja weiße Liebe in mir. Und da kann ich alles verzeihen. Fast alles. Ja, da musst du sogar lachen, ne? Dann Ja, bist hier du ist nochmal die süß, Frage, ne? wer denn Geburtstag hat. Wer hat denn eigentlich Geburtstag? Ja, wer hat denn eigentlich Geburtstag? Tanja, du hast Geburtstag? Heute? Ja, Ja, dann Happy mal Birthday! Wo ist der Kuchen? Oh, super, da kommt als Geburtstagsjunge hierher und bringt keinen Kuchen mit. Der muss ablehnen, du. Aber für alle im Chat, die Geburtstag haben, Ja, hau ich und auch für noch mal ein dich auch. Geburtstagshorn raus. Happy Birthday. Hattest du nicht was erzählt von wegen, die fahren meistens rückwärts rein? Ja. Das sieht bei dir komisch aus. Ich glaube, die drehen noch. Ja, es sieht so ein bisschen so aus, als ob er vorwärts reingeht. Ich glaube aber, dass die den gleich noch rumziehen mit dem Heck. Weil die Schlepper auch alle schon hinten, die hinteren beiden, die sind schon so, als wenn sie da gleich ziehen wollen. Aber ist, ja, vielleicht sind sie beim Manöver, vielleicht haben sie sich ein bisschen paar Meter verschätzt. Dirk schreibt, ich will eine Hamburg Hafen Live-Fahne. Dirk, 2 Euro, Dankeschön. Ja, die sind bestellt. Sie sind bestellt. Sind auf dem und Weg. Ich denke mal in den nächsten, vielleicht sind sie nächste Woche schon da. Keine Ahnung, wie schnell die sind. Sonst übernächste Woche, denke ich spätestens. Stell dir mal vor, ich habe ja meine Vision jetzt schon wieder in meinem Kopf, ne? Oh ja. Du stehst hier am Budenei
Und dann geht da drüben jemand spazieren mit einer Fahne und schwenkt die immer. Und du denkst, was will der? Dann gehst du da mit deiner Kamera drauf und da ist wirklich jemand und schwenkt deine Fahne. Was würdest du machen? Ich würde sagen, hallo Brigitte. Oder ich meine, da gehst du mal irgendwo hin, auf einmal ist deine Fahne ist doch völlig skurril. Das ist schon ein bisschen skurril, oder? Der Knaller wäre eigentlich, wenn wir einen Container machen lassen in den Farben und den irgendwie um die Welt schicken. Da tun wir dann irgendwas, da tun wir ganz viel Liebe rein. Ja. Den machen ja. wir voll mit Liebe, den Container. Ja. Und dann schicken wir den von Hamburg um die Welt. Aber weißt du, was wir eigentlich auch mal machen könnten? Was denn? So eine Flaschenpost. Ich meine, manchmal fährst du ja da so Rotterdam oder whatever. Manchmal bist du ja auch in Schiffen der Meere unterwegs. Und dann kannst du doch mal so ein Ding einfach mal ins Wasser werfen und dann mal gucken, vielleicht strandet es ja auf Mallorca. Ja, das wäre was, ne? Und dann werden wir eingeladen und können da Urlaub machen, so 3, 4, 5 Wochen. Monate, Jahre. Wer weiß das denn schon? Man muss ja groß denken. Carina, Dankeschön. Dankeschön für 6 Monate Prime Sub. Und Dirk schreibt, er hisst die dann im Yachthafen. Ja, die ersten Varianten, die sind noch nicht zum Hissen geeignet, weil die oben und unten Ösen haben. Wenn man die wirklich an einen Fahnenmast packen will, dann müssen wir noch mal eine zweite Variante machen. Dirk, danke für die 2 Euro. Und 2 Euro kommen auch aus Wasserburg von Anja und Danny. So, jetzt ziehen sie aber langsam die HMM rum. Christoph schreibt, er fährt am 5.8. macht er Frachtschiffreise und würde dafür gerne eine Fahne bestellen. Christoph, 5 Euro, danke, danke. Ja, sobald die da sind, packe ich die auch in den Shop rein. Vielleicht mache ich das auch die Tage schon fertig, dass man die quasi vorbestellen kann. Huch. Du, das war da eine Brise hier bei dir, ne? In deinem Wohnzimmer. Ja, aber ist doch angenehm. Ja, ganz angenehm, hör mal, aber Ist doch kannst das schön. aber ein bisschen schön einrichten hier, so für Damen von Welt, die mit steifer Brise und so. Ist hier schon wieder kalt? Naja, also Gibt's kalt doch würde ich. gar nicht. Das kommt, weil eine kleine, winzige Wolke. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Auf dich! Ich lande jetzt Auf erstmal. dich! Okay. Wer bist du denn? Peter. Der Peter, aber wie heißt du denn bei uns im Chat? Peter NU. Peter NU. Ja. Happy Birthday, Peter NU. Oh, Also, Achtung mal. Heavy, auf dich! Da können wir ja fast ein Stößchen gleich machen, ne? Du mit Kiezmische und ich mit einem Wässerchen hier. Alles. Aber du musst das so machen. Ich habe nämlich keinen. Wenn das geht? Ja, du hast bestimmt. Ja, bestimmt. Aber das geht auch. Sonst habe ich ein Feuerzeug auch noch. So, Dein Fotowerkzeug. Holgi fragt, ob es da Probleme beim Drehen gibt. Nee, Probleme würde ich das nicht nennen. Ich schätze mal, dass die einfach beim Ansteuern vielleicht einen Meter zu weit rechts oder links und dass das deshalb einfach einen Tacken länger dauert. Aber Problem kann man das nicht nennen. Möchtest du auch irgendwas? Eine Kiezmische? Ja, gerne, gerne. Mann, das wird ja Grüezi. richtig Party hier. Ja, was redet Leute, Partyalarm? was ist denn hier los eigentlich? Ja.
Oh, bist du schön heiß. Ja, ne? Boah, ist der heiß. So. Guck mal, ich muss mal die Behind-the-Scenes-Cam anmachen. Ja, mach mal. Guck mal, hier sind schon wieder Partyalarm. Guck mal, was hier los ist. Und du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich einen kleinen Kuchen dabei. Und Als die ob es, Kerze. ja, die Kerze, ja, die ist in die Elbe gefahren. Mama 69 Kerzen kaufen. Er hat gesagt, er darf keinen Kuchen. Dankeschön. Also es ist Nicht eher schlimm. für mich. Nicht schlimm, bleibt mir für uns übrig. Oh, guck mal. Jetzt haben wir auch den Grund, warum das mit der Drehung so lange dauert. Na? Ach, guck mal, da kommt ja noch so Weil ein... deshalb haben die sich aber Hallo, Zeit gelassen. Heini. Also, das macht natürlich Sinn. Die mussten einfach ein bisschen warten. Also, hat der Paddy wieder Blödsinn erzählt, von wegen, das geht immer ganz genau hier. Gerhard Foto ist da, schickt ein Moin an das ganze Team. Ich war vor 2 Wochen bei MJ, schreibt er. Du warst auch bei MJ, ich war auch oder? beim... Das war ein bisschen cool, ne? Ja. Er soll mal schreiben, ob er es auch cool fand. Ich fand's richtig cool. Ich würde gerne noch mal Und danke dir für die 6 Monate. Rapsgirl ist auch seit 9 Monaten dabei. Rapsgirl, ich danke dir vielmals. Herzlichen Dank. Und Anthony ist da. Greetings. Hansi hat my auch noch mal friend. 2,49 da gelassen für Fischeis. Dankeschön. Vega Alpha haben wir hier. Einen kleinen Fieder mit 154 Meter Länge, 21 Meter Tiefgang. Baujahr 2005, fährt unter der Flagge von den Marshallinseln und möchte jetzt nach Polen fahren. Hätte ich dir auch sagen können. In den Hafen, den ich niemals aussprechen können werde. Probier's mal. Gdynia? Also Gdynia? Ja, Ja. immerhin. Wir sind... Polnisch mit Paddy. Genau. Polnisch mit Paddy, ja. Sehr schön. Der Polen-Paddy. Der Carsten aus der Oberlausitz, ich denke mal, dass er da auch wohnen wird, Ja, der haut nochmal 5 Euro raus. Carsten, danke. Und Kirsi ist seit 17 Monaten dabei. Immer wieder gerne. Vielen Kirsi, lieben Dank. Moin. So, jetzt sehen wir auch, dass das hier flott geht mit der HMM. Guck mal, ich kann ja auch hier, die eine Kamera ein bisschen umstellen, dann haben wir so eine Behind-the-Scenes-Kamera. Du, why not? Hauptsache, du fällst einfach nie in die Elbe. Ne? Stößchen. Stößchen? Ja, warte, ich muss die erstmal aktivieren. Ja. So. Aber sonst laufe ich ja immer davor, wenn die auf der anderen Seite steht. Sind wir jetzt im Fernsehen? Jetzt seid ihr im Fernsehen. Ja, dann trinken wir jetzt nochmal auf wir alle haben Geburtstagskinder. klein- Die und ist klein nämlich auch vor Ort. Hier nochmal. Prösterchen, Peter. Prosit. Ne? Hast du, ach nö, ist richtig. Aber du hast ja was anderes, ne? Aber er trinkt ja immer nichts. Ach so. Liegt dir an. Das ist gesund, ne? Möchtest du auch ein Stück Kuchen hier? Nee, das passt jetzt irgendwie nicht so gern. So gut. Ja, Gerhard Foto sagt nämlich auch, es war einer seiner schönsten oder besten Musicals. Und ich muss es wirklich, also das war schon richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, ich würde auch noch mal ein zweites Mal hingehen. Also insofern, wer es sich ansehen kann und da Lust hat von Michael Jackson, ein bisschen Musik und ja, das Leben einfach des Michael Jacksons zu sehen, wer da Bock drauf hat, der ist auf jeden Fall genau richtig dort. Ich bin ja schon richtig Michael Jackson-Fan. Ich war auf 2 Konzerten. Wann war das? In Ich den 90er auch. Jahren. In Köln, Müngersdorfer Stadion hieß es da noch. Dangerous und auf der Bad Tour. Ich auch! Das war so genial. Das war so genial. Damals mit der Bravo und der Foto Love Story. Oh, das musst du jetzt aber noch mal ganz kurz sagen, weil das war ein bisschen cooler als wie bei mir. Ja, das war nicht Bravo, das war Bravo Girl. Und ein Freund von mir, der war da in der Hast du Foto etwa Love so ein Story. kleiner Star? Nee, ich war nur Nutznießer. Ich habe eine Karte abgestaubt Du warst ein Lückenfüller. und war ich war auf ein paar Fotos im Hintergrund.
Naja. Und durfte eine Kamera in meiner Unterhose mit reinschmuggeln. Und du warst bei Michael Jackson auf dem Konzert. Ich war bei Michael Jackson auf dem Konzert, im Innenraum, ja. For free. For free, ganz genau. Ja. Paid by Bravo. Oh, Drummer Martin braucht die Fahne bis zum 6.9. Dann fährt er mit der Nova ab Kiel. Ja, 6.9. Also das schaffen, wir 6.9., ja, das schaffen wir ja ganz locker. da sind wir ganz weit vorne. Ne? Martin, ich danke dir für 15 Monate. Und TomTom74 haut auch nochmal 5 Euro für uns raus. Vielen Dank dafür. Und Toni, 10 Euro. Toni, das beste Hamburg Hafen Live-Team. Ja, heute ist wieder ein bisschen Party angesagt. Ich mag das ja. Ich freue mich ja, wenn ihr da seid, Mädels. Ach Mensch, haben wir ein Glück Ja? gehabt heute. Oh, Toni Roberts haut auch nochmal einen raus für Ja. Trinkgeld. Das beste Hamburger komm. Hafen Live-Team. Thanks a lot, my friend. Prost! Prosit! Auf was trinken wir eigentlich? Keine Ahnung, ich habe aber nichts, weil ich musste manche wieder abholen. Ja. Auf den Geburtstag Das- trinken wir heute. Ja, genau. Und nochmal trinken wir auf den Geburtstag. Es gibt ja immer was zu trinken. Auf die Sonne heute, die schönen Schiffe heute. Nun aber Autogrammkarten. Nee, Autogrammkarten wird es nicht geben, aber wir wollen demnächst vielleicht ein paar Postkarten machen. Ich hatte mit Philipp gestern gesprochen. Das Thema Kalender gehen wir jetzt an. Postkarten wollen wir angehen. Dann haben wir ja die Flagge. Und der Hessenblitz haut nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Vielen Dank für diese gute Hessenblitz, Wende. danke, danke schön. Sag mal, hat irgendjemand von euch die One Recognition auf dem Zettel? Klar, habe ich schon Ich glaube, gesehen. 18 Uhr soll die Ja, rausgehen. genau, das war so 18 Uhr, oder- 18:30 Als wenn... Tu doch nicht so. Du, ich Wo, habe an schon... welchem Terminal liegt die denn? Hinter dem. Genau, genau da hinten. Aber ich habe die schon gesehen, die sind da schon in Aufruhe. Also, In Aufruhe. In Aufruhe. Ja, genau. Super. Ja, herrlich. Herrlich. Ah. QMSGT. 3 Monate, noch süchtig. Dankeschön. Danke. Ja, und Schwester Hansen Pin-Up-Kalender. Gut, dass ihr Twitch nicht lest, ihr beiden. Was da gerade abgeht. Also was da gerade abgeht. Wie kommt ihr denn immer da drauf, dass ihr Twitch nicht lesen? Ja, jetzt hast du es angemacht. Ich habe das die ganze Zeit. Und der Leon haut auch nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Vielen Dank für diese grüne Welle. Klopferhase ist seit 20 Monaten dabei. Danke, ihr beiden. Danke. Und Dropwell TV lässt einen Sack da. Ganz frisch auf Twitch. Ich habe sogar die Dankeschön. Mod-Ansicht bei Twitch. Oh, wow. Ja, also hallo? Also ich sage nochmal wirklich auch, Brille auf. ja, Brille ist immer gut. Ich sage auch nochmal Hallo zu den Leuten, die nicht im Chat sind, also unsere stillen Zuschauer, weil die sind bestimmt heute auch wieder ordentlich, Ja, Anja ist ja die stille Zuschauerbeauftragte. ja, das bin ich. Und deswegen haue ich jetzt mal ein fröhliches Moin und ein herzlich Willkommen für unsere stillen Zuschauer exquisit für euch nochmal raus. Heute mit Paddy am Bubenleitung, mit ganz vielen Showgästen heute hier. Hier ist Sogar wieder ein richtig Party, du. Geburtstagskind auch noch dabei. Also eigentlich müssten wir noch tanzen. Es ist sensationell. Ja, mega. Möchtest du tanzen? Also es ist, Nö, ist kein Thema. ich habe gestern Es- getanzt, das reicht mir. Meine Beine tun mir auch weh. Sebastian hat die Maersk Genua entdeckt. Die kommt auch noch rein. Ist jetzt Wedel. Dankeschön. Und Nilsi schickt noch mal 2 Euro für die gelungene Fleetfahrt. Das war wirklich, Ja. Dankeschön. Und das war wirklich ja, ja, das war ganz, wirklich, ganz entzückend, muss man auch ja, sagen. Hat Elas aber auch wieder toll gemacht. Also Ja, das kann man echt ja. nicht anders sagen. Es ist immer eine ganz große Freude. Ja. Also ich glaube, die Komposition war ganz gut, ne? Mit Elas, die Leute, die dabei waren. Es war Schlagermove. Schlagermove. Das Wetter war nicht zu heiß, nicht zu warm. Wir hatten Getränke, wir hatten Kaffee, wir hatten alles. Was mich am meisten gefreut hat, war diese Aktion mit Claudia. Das mit den Affenfäusten, die sie Absolut. gedengelt hat. Das und ist auch das noch- dann 165 Euro ganz spontan für die Seemannsmission Und die haben sich auch so gefreut, ne? zusammengekommen sind. Die haben wir dann gleich am gleichen Tag noch vorbeigebracht und die haben sich auch echt gefreut. Also Ja. an der One Recognition sind auf jeden Fall schon Schlepper dran. Schön.
Danke für die Info. Helga ist da. Helga schickt auch noch mal 5 Mitgliedschaften. Helga, Dankeschön. Vielen Dank. Wann sitzt Ui. Schwester Hansen neben Drucki im LKW? Ja, ich glaube, das kann nicht gut werden. Ne? Aber weißt du Wir was, ich kann nicht mal nach Neumünster fahren und Paddy holt dich irgendwie, sammelt dich in Schnellsinn wieder ein. Dann schläfst du nicht ein Ja, weil das ist, der fährt ja mal nachts. Da muss ich schlafen, hört mal. Oder wir holen dich hinterm Elbtunnel irgendwo wieder ab. Guck mal, der Zwergfox lässt auch 100 Bits da. Dankeschön. Kalle im 3. Monat auf Twitch dabei. Danke, Kalle. Und Gababel schreibt wie immer besser als jedes Fernsehprogramm. Ja, das will ich doch wohl meinen, oder? Das will ich doch wohl meinen. Und das bei dem. Hier haben wir ein Gutem bisschen Wetter. schön Containerschiff mit Elbphilharmonie. Eins meiner Lieblingsbilder, diese Ausschnitte. Norbert ist seit 17 Monaten dabei. Schreibt danke wieder für diesen tollen Stream. Und 1978, 4 Monate als stiller Zuschauer, grüßt er herzlich zurück. So, einmal ein Turboschwenk, Achtung, gleich kriegen wir hier wieder eine Bugwelle. damit wir wissen, wo Und gleich dann, die Welle herkommt. Ja, ganz genau. Du, der flippen wir bei Uto, wenn wir nasse Füße kriegen, ne? Nee, die sind zu weit weg, aber ein bisschen wackeln wird's. Ja. Alles gut, ne? Wenn es ein bisschen schunkelt, das kennen wir ja. Das ist ja wie auf der Reeperbahn. Auf der Reeperbahn. Die Frostfree wünscht einen sensationellen Vize-Freitag mit 2 €. Dankeschön. Und Hertha Tom ist auch da. 400 Bits. Danke, danke. So, Schwester Hänschen, willst du mal ein bisschen Kamera machen? Ach ja. Damit du das einfach mal so ein bisschen Willst du lernst. das auch einrahmen, wenn ich denn das mache? So wie Als so ein Kamerakind? Kamerakind wie bei Das hab ich 1, leider 2 nicht. oder 3. Hast du nicht? Das habe ich leider Oh, nicht. das kann doch Ja. nicht sein. Hör mal. Ja, dann müsst ihr Aber wir das... haben jetzt ein bisschen Zeit, bis die Maersk Genua kommt und die One Recognition. Martin und Jutta sind seit 22 Monaten auf der Reeperbahn. Wieder ein bester Stream bei bestem Wetter. Grüße aus Heidelberg. Liebe Grüße zurück, ihr beiden. Jo. Ja, und Tina H., die schreibt es, bei so vielen Menschen hier im Chat rattert es so. Also sie kommt rein und sagt Moin und geht wieder und sagt Tschüss so ungefähr. Aber dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn wir als Mods im Chat sind und aufpassen, dass da kein Unsinn getrieben wird, was uns da blüht an unseren Augen vor dem Bildschirm. Also das ist nicht Ja. ohne, was wir da treiben. Viele Zuschauer sind natürlich Fluch und Segen zugleich. Genau. Wir freuen uns natürlich, Absolut. dass der Kanal so viel Zuspruch, so viel Anklang findet. Aber es ist natürlich halt auch ein bisschen ein Problem. Wir können nicht jedem die Aufmerksamkeit schenken, die er sich erhofft. Und man Oder kann leider nicht alles es geht lesen. leider nicht. Das funktioniert wir nicht. Ja Ne? gerne. Aber wir verpassen ja manchmal auch wirklich gute Sachen irgendwie, auch Infos. Selbst das irgendwie manchmal noch im Nachgang. Also wir machen ja schon, was wir können. Heute zu dritt, Ja. heute lesen wir fast alles. Guck mal, macht es wie virtual. Ich schreibe nur im Chat, wenn ich etwas Kompetentes beitragen kann. Also eigentlich nie. 5 € Superchat. Aber das war schon wieder so lustig, das ist Ja, super das ist schon cool. wieder Das ist gut. schon, Das ist schon wieder aber gut. das ist echt, man verkennt das und dann, wenn jemand 2-, 3-mal die gleichen Sachen schreibt, wir verstehen es. Also ich verstehe auch die Intention dahinter, aber du schaffst es nicht und die Leute verstehen nicht, dass es so rattert und wenn du wirklich zu Hause bist als Moderator und das ist manchmal überhaupt gar nicht möglich. Es ist nicht möglich. Lukas ist auch seit 22 Monaten dabei, schreibt beste Unterhaltung. Der Tom lässt nochmal 500 Bits da. Lieben Dank, Tom. Leon, 5 € nochmal Superchat. Wenn der Stream von Hamburg Hafen live läuft, ist es einfach zu entscheiden, was man schaut. Das ist jetzt aber auch so. Tagesschau. Das ist aber auch Sinn. Dankeschön, Leon. Stefan ist seit 2 Monaten dabei. Liebe Grüße an uns und die Düsseldorfer Hamburg Hafen Live-Freunde. Danke, Stefan.
Mein Hund und ich lässt auch noch mal 5 Schweizer Franken für unsere Devisenkasse da. Mit einem expliziten Dank an alle Mods. Ja, die Mods, die haben manchmal echt... Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie mehr zu tun haben als ich. Ach, guck mal, da kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen was Lüttes. Und es kommt noch was aus dem Kühlbrand. Falls es was Ja, nicht war, was und da da kommt auch noch irgendwie was Lüttes. Du sagst einfach, wenn ich die Ja. Kamera übernehme, aber dann Ja, musst du kannst du schnacken. machen. Ja? Claudia, Hier, musst du mal Claudia S. ist auch seit 26 Monaten dabei. Noch 46 Tage. Dann seid ihr hoffentlich auch live. Mein Schiff 1 goes USA mit den Apfeltelefonwinkern ab neuen Terminal Hafen City. Vielen, vielen Dank. Ja, schauen wir mal. Warum nicht? Und der Hertha Tom haut noch mal ein 5er-Pack Subs raus auf Twitch. Hertha Tom, ich danke dir vielmals. So, wenn du möchtest, kannst du hier ein bisschen an die Kamera, ne? Du weißt ja hier, hin und her. Hier vorne kannst du zoomen. Ja, Ja? so finde ich gut. Mach mal ein bisschen, Ja, mach mal ein bisschen hier Ja. Shishi Kokolores, ne? genau, mach mal ein bisschen Shishi. So, Leute, wie muckt das mal hier? Ich gebe dir das mal in die Hand. Warte mal, was soll ich denn Nee, warte mal, ich habe keine Hosentasche, das ist mein Problem. Warte, ich hab's Ich hier gebe mal so. Tanja das andere Mikrofon, dann So. könnt ihr jetzt hier ein bisschen, macht ihr ein bisschen Ja, Mädels. Leute, was wollen wir denn uns angucken? Mädels Das TV. kleine machst du? Schiffchen da hinten, was da so Ich nehme kommt. jetzt hier meine Kiezmische. Guck mal, da kommt doch ein kleines Schiffchen. Da Das ist noch können wir ein uns doch mal ein Brötchen für bisschen dich. näher anschauen. So, müssen wir einen Moment warten, dann kommt es auch ein bisschen dichter. Bist du jetzt auch verkabelt? Ich bin verkabelt. Ja, sehr und schön. vertont bin ich auch. Also ich kann nicht nur, Wow. ich bin nicht nur unter Strom, ich kann auch was sagen. Also ich würde sagen, die beiden Girls Läuft bei uns, ne? läuft. So, Schiffe können jetzt kommen. Gewinne, gewinne, gewinne. Heute Aber an der das Kamera. Gute ist ja, dass du so einen langen Arm hast. Wenn Ja. ich dahinter stehe, ich komme ja gar nicht ans Zoom ran. Ja, das Du sind- hingegen hast ja Affenarme und das geht dann schon wieder, ne? Ich könnte dich sozusagen auch in meine Arme klemmen Ja, bitte. und dann quasi zerquetschen. Ja, danke. Wow, bin ja damit so- du nicht wegfällst Ah, an die Elbe. Ich bin ja so gerne im Arm. Ja, bisschen Hafenromantik. Ja, Ja, why not? du. Wenn der Diggi das schon nicht macht mit uns, dann müssen wir das beide zusammen machen. Und guck mal, jetzt steht er da schön mit Martin. Ja, ja. Ne? ja Die ja. beiden Ja, ja. Rauchbrüder. Ja, 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 ja. Die lassen sich's gut gehen. Aber das macht nichts. Guck mal, da kommt auch so ein schwarzes Boot, so ein kleiner Riss. Transportiert wahrscheinlich Wo siehst irgendwas. du denn ein schwarzes Boot? Naja, hinter dem grauen Boot. Also Da quasi muss- bei der Fähre jetzt da da muss der hinten. Chat mal wieder helfen. Also Ich ich kann das glaub- nur eruieren. Ich und glaube, sehen. Ute hat das schon geschrieben. Wenn der das ist, der aus dem Kühlbrand kam, dann... Ach, guck mal hier. Haben wir doch alles. Das wackelt aber jetzt hier, ne? Guck mal, geht in die Niederlande. In die Niederlande. Dann grüß mal schön. Oh, schön zu den Pommes, ne? Oh, lecker. Lecker, ne? Oh, lecker. Schon wieder Hunger? Ja, ich habe immer Hunger. Ich musste auch gestern 3 Burger essen. Danach bin ich fast geplatzt. Du hast Aber es war okay. Du hast echt 3 Burger gegessen? Ja, erst einen. Und dann habe ich gesagt, ich müsste noch einen zweiten essen. Und dann habe ich den dritten leider auch noch aufgegessen. Und dann musste ich mich auch rollen. Und die anderen haben nichts gekriegt? Nee, die anderen haben nichts gekriegt. Ich brauchte auch Avocado dazu und Rucola, also ganz speziell, weißt du ja, ne? Speziale. Weißt du nachher, wo wir noch waren? Irgendwo? Ja, ihr könnt hier in die Liste gucken. Ja. Guck mal, hier ist das alles aufgelistet. Ja, das ist so klein. Hertha Tom war der letzte. Peter NU, 2 Euro Ah, hier, das Superchat. steht doch hier, hinter dir. Ach, das ist wie zum Geburtstag, Mensch, Dankeschön. Dankeschön. Mr. Bindi Lindy ist seit 18 Monaten dabei. So viele tolle Streams und keinen Monat bereut. Dankeschön. Danke. AIDA-Fans Duisburg sind jetzt bei Twitch neu dabei. Moin. Wen haben wir noch? Claude Montagne. Im 2. Monat lässt er sein Prime-Sub da. Dankeschön. 1978 lässt nochmal 5,99 da. Stille Zuschauerbeauftragte. Gratifikation. Oh, sensationell, würde ich sagen. Und, Vielen lieben Dank. und Captain Kuddel hat auch 5 Euro rausgehauen. Trinkgeld Oder- für Dankeschön. Danke. irgendwas Nützliches oder was auch immer. Ja.
Mr. Bindi Lindy verschenkt eine Mitgliedschaft. Vielen Dankeschön. Dank. Ui. Matze, 2 Euro Superchat. Ihr seid doch echt durch. Ja, das, ja. also kannst du das auch nicht man machen so- hier. Anders kannst du es nicht machen. Matze, 2 Euro Super. Ach ne, das war ja mal, den hatte ich ja gerade. Dirk Bütow. 8. bis 10.05. wieder in Hamburg. Danke für 2 Euro Superchat. Soll ich die Drohne gleich nochmal starten? Dann können wir mal gucken, was die HMM da treibt. Ja. Mit ihrem Anlegemanöver. Du bist aber auch nicht gerade langsam unterwegs hier, ne? Ja, da auch ordentlich was. ordentlich Und Speed. guck mal im Hintergrund, da ist nämlich die Strandperle, da ist immer ganz viel Alarm. Also direkt hinter dem Schiff kann man sich wirklich sehr, sehr nett hinsetzen, was trinken, was Kleines essen und den Sonnenuntergang genießen hier in Hamburg. Falls da mal jemand Lust hat und gerade dort auf der Ecke ist, sollte man sich das mal angucken. Da seht ihr das nochmal. Und da gibt es auch jetzt bald wieder unser Ponton mit diesem, ja, mit diesem Eumel drauf, der da immer so steht. Dieser Mann auf dem Ponton. Ponton? Ja, auf jeden sich Fall ja sowas französisch ähnliches. an, wenn du Ah, das ach so. Oh, mon Dieu. Ich kann ja auch ein bisschen Französisch. Je m'appelle Anja. Oh, wahnsinnig, ne? Ist das nicht Wahnsinn? So, wir können mal hier auf die Drohne gehen. Ja, mach mal. Ich komme mal hier so hinterher. Ach, vielleicht sollten wir auch noch mal die Tour mit der Chauffeur noch mal erwähnen. Ja, mach das doch mal. Genau, also 24.08. 24.08. fahren wir mit der Chauffeur, beziehungsweise machen einen Livestream. Also es ist jetzt keine Community-Fahrt, aber da wir natürlich auch an Bord sind. Ich hoffe, Schwester Hansen hat auch Zeit. Sie hat es ja noch nicht geschafft, in ihren Terminplan zu gucken. Wann war das noch? 24.08., der immer busy ist ein Sonntag, da kannst du, ich sag das jetzt einfach mal so. Ich hab dich jetzt mal gebucht. So. Also da wollen wir mal so ein bisschen das Schiff unsicher machen. Und der Olli vom Schleppdampfer Fritz, der heizt das Ganze an. Als Chief. Genau. Der Ja, da soll ich wahrscheinlich auch mitarbeiten, ne? Kann das sein? Ja, verstehe jetzt die Frage nicht. Ja, die Zuschauer auch. Also Ach so, jeder darf mal? genau. Oh, das ist in Ordnung. So, ich gehe mal da hinten zurück. Ich glaube, hier werden schon Verabredungen gemacht für den nächsten Hafengeburtstag. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ehrlich? Naja, so lange ist es jetzt auch nicht mehr, ne? Was, das war doch jetzt gerade erst. Ja, aber das Jahr geht ja immer so schnell rum. Weißt du, Also, was ich gerade gestern gelesen habe? Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Es sind nur noch, Jetzt kommt, jetzt hast du es vergessen. Mach ja, nichts. so irgendwie so, Hau raus die Pointe. so ungefähr so. Achtung, bist du drauf? Kann ich umschalten? Ja, total, ich bin voll drauf, ich bin voll drauf. Also so fast drauf. Also es ist direkt dieser Eumel vor mir. Pedalen. Der Dalm, genau. Aber da kommt gleich was. Aber wir sehen jetzt hier mal diesen schönen Stein da drüben. Mal sehen, ob die Leute wissen, wie er heißt. Aber was war denn das jetzt? Was, Weihnachten oder was? Ganz meinst genau, du? wie viele Freitage? Ich glaube 20 Freitage noch und dann ist schon Weihnachten. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und im Background war dann natürlich Wham mit Last Christmas. Also, ne? Ja, kann man noch schön am Strand an der Elbperle hören, mit einer Ja. Kiezmische und Füße im Sand, würde ich sagen, oder? Herrlich. Guck mal, ihr seid gerade eingeladen worden. Der alte Schwede, alle wissen's. Meine Güte, jetzt sind können die wir noch mal- schlau hier. Jetzt können wir noch mal einen Blick nach Waltershof werfen. Die HMM ist schon fast an der Pier, wird da gerade angenagelt. Da sollen noch ganz viele Schlepper unterwegs sein, habe ich gehört. Sag mal, du hast aber auch wieder geile Bilder da oben, ne? Brandbrücke. Ja, ist ganz schön, dieser Blick. Ja. Ich muss ja nur aufpassen, falls du wieder zurückswipest und ich nicht wieder den Dalm davor habe. Dann lachen die mich alle aus. Ihr seid eben eingeladen worden, ihr beide, zu einer Hafenrundfahrt in Lübeck. In Lübeck? Ach was.
Ist doch Und auch ich habe schön. gerade Achtung, gedacht, du ja, kommst wieder. ich komme. Ach, ich bin jetzt voll drauf. Leute, ich habe es geschafft. Oh, Leute, ich freue mich. Das ist ja Technik, ne? Also das ist Technik, die begeistert. Hören Sie mal. Guck mal, so schön, ne? Mit dem grünen Hängen von der Elbchaussee. The Man with the Iron Fist. 3 Monate auf Twitch dabei. Danke für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Und Dansk Dani, 7 Monate auf Twitch. Danke für deinen Sub. Patti, was ist denn das für ein Eumel da? Was hat er denn da drauf? Das ist, ja, im Prinzip ist es so ein kleines Containertaxi, wie wir die immer nennen. Ne? Das sind so diese kleinen Schuten, die Container dann, Schnellstmöglich von A nach B bringen? ja, die dann halt hier nochmal verteilen. Ne? Sowas wie Moja auf Wasser. Ja, genau. Sowas in der Art. Sag mal, der Thomas von der Fluggesellschaft schreibt, ein bisschen Stau auf der A7 Richtung Norden vor dem Elbtunnel. Aber Leute, Bisschen? kommst du nach Hamburg? Da hast du dich aber bei uns nicht angemeldet. Und du weißt, man darf gar nicht durch den Elbtunnel fahren, wenn bei uns nicht angemeldet wurde, oder? Kühlbrandbrücke auch nicht, also Elbbrücken auch nicht. Oder er hat das gerade gesehen auf der Drohne. Das kann natürlich Das kann auch sein. So, ich gehe mal hier nach hinten, da kommt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Kannst du das schon sehen? Nee, ich nicht. Du hast aber wirklich wieder schöne Bilder. Du machst eindeutig schönere Bilder. Hören Sie mal. Irgendwas muss ich ja auch können. Oder? Ja, natürlich, ja. So, jetzt gucken wir mal, was da hinten ist. Nix. Irgendwie so nix. Aber okay. Kann das sein, dass wir da im Hintergrund die Maersk Genua schon sehen? Ist auf jeden Fall definitiv eine Möglichkeit. Ja. Meinst du auch, oder? Jo. Oh, scusi. Sag mal, 360 Fortune, 3 Monate auf Twitch. Danke für deinen Sub. Und Michael feiert 6 Monate auf der Speicherstadt. 6 Monate durch 6 geschenkte Mitgliedschaften. Gibt's doch gar nicht. Ja, Glückwunsch, oder? Glückwunsch, ja. Du bist drauf. ich bin drauf. Alles klar. Und der Stefan hat heute auch Geburtstag und wünscht sich auch noch ein Horn. Wir haben das schon gerade mal rausgehauen, da muss ein bisschen später gekommen sein. Aber vielleicht machen wir es noch mal zum Machen wir Schluss. nochmal, ne? Ja. Machen wir noch eins. Aber trotzdem Happy Birthday an alle Geburtstagskinder und gewesenen Geburtstagskinder. Komm, ich hau noch mal eins raus. Ja. Was kommt denn da eigentlich für eine kleine grüne Fähre? Könnte sein, dass es wahrscheinlich die Blankenese sein könnte. Könnte aber auch die Altona sein oder Ja. die Neuenfelde. Ja. Aber wenn das Loveboat ist mit passender Besetzung, springst du dann rauf, Anja? Mit Mikro, aber das hält ja nicht lange. Das hält ja nicht so lange. Aber der kommt ja zurück und dann vielleicht. Und dann ist er fällig. Und dann. Ist die Altona. Karima, herzlich willkommen an Bord. Ein neues Ach, der Schiffsfahrer Mitglied. sagt Altona. Ist ja auch dein Auftritt. Fährst mit Dominik eine Runde nach Finkenwerder. Kommt er jetzt des Weges? Anscheinend.
ist ja süß. Steht er wieder ganz lässig vorne am Steuerrad. Das Loveboot steht an den Landungsbrücken. Danke, Maschine. Der weiß immer alles, ne? Ich bin ein Alles. bisschen geflasht. Der weiß alles. Alles. Ich weiß auch gar nicht, warum der nicht in Hamburg wohnt. Weiß ich auch nicht. Also, Wir arbeiten noch dran. Wir arbeiten dran. Das war Hansens Lieblingsbuch. Die Farbe wenigstens. Ich weiß nicht, ob es das ist. So, ich muss mal kurz umschalten. Ach, guck mal. Da kommt sie angefahren, die Altona. Bist wahrscheinlich mit dem Sheriff aus dem Hafen an Bord. Sehr cool. Ja, Sebastian, mit deinem Chef, das klärt Schwester Hansen. Die hat wirklich eine gute Überredungskunst. Du bist ja gar nicht drauf auf der Fähre, oder? Nee, ich kann doch nicht die Menschen filmen, hör Ja, mal. das stimmt. Also, ich Das hab doch stimmt. gelernt von dir. So, da ist er doch. Juhu! Tja, du. Also, Hält das Mikro bis da hinten? Probier's Musst du mal, ne? ausprobieren. Cruisefire, ja, die One Recognition geht gleich noch raus. Ach, Cruisefire, Mensch, das ist doch hier, unser Freund aus Warnemünde. Moin. So, mal schnell Hallöchen gesagt, ne? sehr gut. Elbkicker Stefan ist seit 20 Monaten dabei. Schreibt liebe Grüße an alle. Dankeschön. Almut, 11 Monate. Danke, Almut. Und der Reini im 4. Monat auf Twitch. Herzlichen Dank auch an dich. Danke. Almut hat auch noch mal 2 Euro raus. Almut, 2 Euro. Danke für die Unterstützung. Und danke für alle, die die Treue halten. Und natürlich auch ein Dankeschön an Fabi08 für 5 Monate auf Twitch. Mit dem Thumbs-Up. Danke, danke, danke. Dann müssen wir das ja nachher so timen, dass wir mit Dominik zurückfahren irgendwie, ne? So später. Du Patti, aber hier passiert gar nichts, ne? Nee, jetzt ist mal gerade ein bisschen Pause. Das macht aber nichts. Ich lande einmal. Jo. Achtung. Waltershof hat 10 Euro Trinkgeld für die Damen vom Ponton rausgehauen. Das ist der Walter, ne? Ach Quatsch. Jo. Dankeschön, danke. Walter, wir kommen mal irgendwann vorbei mit Kuchen, ne? Uiuiuiui. Das machen wir gerne. Walter, wir machen das. Du musst das einfach nur mal klar machen. Nächste Woche Ich habe mach ich noch ein das bisschen klar. Tiet. Ja, ich mach das klar. Und dann bin ich wieder Raboddi. Ja. Das ist eine schöne Frisur. Ja, ne, super. Ich habe mein Haar extra onduliert, aber es bringt hier gar nichts am Hafen. Ich bin jetzt voll wild wieder. Soll ich mal wieder die Kamera Ach übernehmen? ja, warum denn eigentlich nicht? Ganz wunderbar. Sag mal, wo ist denn eigentlich das Getränk? Da unten. Ach, da. Ah, Leute. Leute von heute. Das ist anstrengend, ne? Das Stehen, ne? Der muss ja auch immer auf Zack sein. Immer auf Zack. Und der Micha ist auch seit 10 Monaten dabei. Micha, Dankeschön.
Er schreibt, hallo ihr Lieben, danke für die tolle Unterhaltung. Oh, sehr gerne, ne? Machen wir gerne, oder? Jo. Aber ein bisschen Hafenromantik müssen wir jetzt noch mal ein bisschen üben mit dir, hör mal. Wieso? Ja, einfach nur mal so. Wieso üben? Ja, wie? Einfach so mal, weißt du, so ein, weiß nicht, wir müssen mal so einen Halunken einladen, der so ein bisschen, weißt du, dieses, wie nennt sich das Gerät? Schifferklavier. Dankeschön, du bist immer, du findest so geil. Ich sag dir, was ich will. Ich weiß das schon vorher. Du warst doch zwei dumme ein Gedanke. Ja, Ne? definitiv. Weißt du, er kommt hierher und dann macht er mal so ein bisschen Schmusi-Busi-Musik und so. Hier wird nach der Pizza gefragt. Kannst du mal berichten von unserer Hamburg Hafen Live Pizza? Ja, also die war sehr, sehr gut, muss ich erst sagen. Ich habe sie noch nie so vorher in dieser Kreation gegessen. Was natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich ist mit diesem Creme Fraiche, weil das kennt man eigentlich auch nicht. Wir haben es ja in mehreren Variationen auch gemacht. Ein bisschen mit Knoblauch, ein bisschen mit Ei oder ohne Ei. Also wir haben da ein bisschen was ausprobiert. Und sie macht richtig satt. Die macht richtig satt. Und Ja, das die sag war mächtig. ich. Das sag ich. Meinst du auch, dass Rainer davon satt wird? Ich Ja, definitiv. Aber man muss halt eben Scampis auch mögen. Ne? Spinat, Scampis. Ja, Creme Fraiche ist ja, Ja so gut, du einerseits kannst Fettträger. eine Pizza, die alle mögen, Ja. da bleibt dann Gibt nur die es- Margarita. Ne? Ja. Ja. Also letztendlich ist es immer eine die auch Geschmacksfrage. nicht schlecht ist. Und auf jeden Fall, wer Scampi mag, der ist ganz weit vorne da. Und Spinat. Das doch, kann man gut essen. Nun muss ich aber auch ehrlicherweise zugeben, ich bin jetzt nicht so ein Pizzamädchen. Ich esse mal eine Pizza. Aber bevor ich eine Pizza esse, Entschuldigung, da esse ich lieber eine Nudel. Hör mal. Ja. Es ist, wie es ist. Aber auch das ist ja wieder so eine Geschmacksfrage. Aber man kann die auf jeden Fall sehr gut essen. Also Oder dieses wirklich, große Scampi-Teil, was du mal mit Paddy isst. ja, das ist auch sehr lecker. Gibt so ein All-You-Can-Eat fettes Teil mit Scampis? Nee, also all you can eat für 2 Personen. Naja. Und das schaffen wir locker, wir beide. Naja, ihr seid ja verfressen. Ja, das ist ein bisschen sehr lecker. Und dann gibt es eine Flasche Wein dazu, Brot dazu, Salat dazu. Ja, sehr köstlich. Also das ist auch immer ganz weit vorne bei uns. Also für mich ist es All-You-Can-Eat und für euch ist es schon alles weg. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch Schön, alles dass ihr da Viel wart. Spaß. Tschüss. Schönen Geburtstag für dich noch. Ja. Feiert noch Wo geht's ordentlich. jetzt hin? Wo geht's hin? Hotel und dann nächste Woche heim. Ach, dann viel Spaß. Genießt das schöne Wetter noch. Machen wir. Ne? Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Die Tanker kommen noch aus dem Kühlbrand. Und Maler hat 2 Euro für das tolle Kamerakind rausgehauen. Male, ganz lieben Dank. Naja, kam ja leider gar nicht so viel, aber ich habe mich schwerst bemüht. Ja, Putzi, die Fahne kannst du demnächst bestellen. Also ich habe sie ja bestellt, jetzt müssen sie geliefert werden und dann packe ich die in den Shop. Also ich finde, wenn die Fähre da ist, dann ist es gar nicht so windig. Als wenn, also wirklich, der Wind kommt so frontal auf uns zu. Was sagst du denn eigentlich zu meiner Haarpracht, wenn der Wind so kommt? Das ist wie im Cabrio, ne? Das ist wie ein Cabrio. Ja, herrlich. Aber im Das ist ja wie- Cabrio kommt der Wind doch nicht von hinten. Nee, Als stimmt. Beifahrer. Ja, das stimmt, hast auch wieder recht. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es Jetzt ist. noch die Frage, wo es die Pizza gibt. Bei Lust auf Italien. Lust auf Italien. Das ist quasi beim Dockland, Große Elbstraße. große Elbstraße, also Fußweg 4 Minuten. Von wo denn? Ja, vom Dockland. Ach so, vom Dockland. Ja, also Anleger Dockland und dann geht man da hoch und dann einfach so des Weges. Und dann kommt man da eigentlich schon hin. Und das Schöne ist, das ist ja so rustikal, es ist so, also das Ambiente ist so easy.
Und das mag ich ja ganz Und gerne. jeder, der sich da meldet, dass er von Hamburg Hafen Live Stimmt. kommt, bekommt erstmal ein Prosecco. Ja, Ja. das muss man auch dazu sagen, dass wenn ihr da hingehen solltet und habt Bock auf ein Stück Pizza oder Nudel oder Salat oder Scampis oder whatever, sagt immer, ihr kommt von uns. Wir haben ja noch einen Profi-Tipp für dich. Du sollst einfach auf die Pizza Nudeln tun. So eine schöne Bollo auf der Pizza. Ja, Geht ganz, auch mal, ne? ganz ehrlich, mein Kind hat das, es gibt ja von einem gewissen Hersteller auch so eine Pizza-Pasta-Geschichte. Geht gar nicht für mich. Habe ich auch schon Aber du probiert. kannst ja erst die Bollos nehmen und dann die Pizza. Okay, das müsste man auch noch mal testen. Und wenn Rainer noch dabei ist, isst er noch deine Reste. Ja, okay. Wenn Rainer dabei ist, dann machen wir das noch mal als Testversion. Machen wir dann auch bei Lust auf Italien. Sollen die einfach mal eine Pizza machen, eine Mit Bollo Pasta. mit drauf und Nudeln. Und dann schön mit Käse überbacken. Oh, ich meine, auch ein bisschen geil. Das Oder? stimmt. Ja. Aber das kann ich nur mit Druggi machen. Das geht nicht. Der muss dann noch mal nach Hamburg kommen. Das macht er. Dirk kommt wieder nicht dazu, an seinem Boot weiter zu basteln. Wieso denn? Aber Dirk, du wolltest doch eigentlich kommen. Aber wegen Niedrigwasser ist es doch abgesagt, oder? Habe ich irgendwie gelesen. Wollte er wieder in seinen Garten und da wieder weiter schuften oder Aber er was? wollte ja kommen, aber wegen niedrig. Er wollte doch, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche kommen. Wir wollten noch einen Hafen Guck mal, Maschine hat es wieder rausgehauen. Ne? Ja, Lust ne? auf Italien, Oh, guck große mal. Elbstraße. Du kleiner Streber, du bist so geil. Sebastian hat gesagt, er hat noch niemals im Leben so eine gute Pizza gegessen. Habe ich auch erstmal weitergegeben. Guck Ja. mal, das stimmt. Also das muss man wirklich sagen. Die Pizza ist besonders lecker. Und ich finde auch der Rand von der Pizza ist lecker. Ja. Und was ich schön finde, das ist kein Laden mit Shishi. Ja, das stimmt. Ja, die sind so easy peasy lemon squeezy und das mag ich ganz gerne. Also musst du jetzt nicht irgendwie mit High Heels und keine Ahnung. Da gehst du einfach vorbei. Muss jetzt auch nicht in Jogginghose sein, aber du kannst da wirklich ganz entspannt was essen. Und es ist immer lustig. Du warst ja leider letztes Mal nicht mit, als wir da waren. Und da habe ich diesen Lillo-Italiener wieder getroffen bei Lust auf Italien, bei dem wir früher schon auf dem Tisch getanzt haben. Das ist nicht dein Ernst. Und wirklich, da konntest du, also es ist auch so altes St. Pauli. Und da ging immer, da war immer am Wochenende Party. Ne? Nachher haben die Tische weggeräumt, konntest du tanzen. Aber mittendrin, ne, wenn alle am Essen waren, haben die sich da die Zigarren angezündet und so. ja. Ne? So ein bisschen napolitanischer Style. Ja, genau. Ne? So, Sehr geil, sehr geil, sehr geil. uns doch scheißegal, Ja, wer genau. isst. Ja, genau. Ja, ihr müsst nämlich wissen, als wir nämlich mal jung waren, jung, dynamisch und total energiereich, so mit richtig so sind wir da so hingegangen. Und da war es ja auch schon Lust auf Italien, natürlich mit einem anderen Inhaber. Da waren wir auch Nächte. Ja. Und da haben wir auch auf den Tischen getanzt. Und da das haben war wir- einfach geil. Haben wir früher mal schon Scampis gegessen. Da gab es Das immer die stimmt. besten Scampis irgendwie. Nee, Anke. Anke Bellinger hat schon auf die Menükarte geguckt von Lust auf Italien. So schnell funktioniert das alles nicht. Da werden, wenn überhaupt, extra Sachen von Hamburg Hafen Live gemacht. Also im normalen Menü wirst du das auch nicht sehen auf der normalen Speisekarte. Es wird extra alles gemacht. Extra für euch. Nur, dass ihr das nochmal wisst. Die Italiener haben auch kein Creme Fraiche. Das habe ich erst mal mitgebracht. So mal hier. Ja, natürlich. Dann kam auch noch der Koch an Wir den mussten Tisch. es ja auch mal ein bisschen Ito-Deutsch machen. Ito-Deutsch. Ja. Deutsch-Ito? Ist scheißegal. Nochmal ein Geburtstagshorn? Ja, komm, einen hauen wir noch raus, oder? Alle guten Dinge sind drei. Jawohl. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Der Rex fragt, wann geht es denn...
Also, was ich gerade sagen wollte. Der Rex haut auf Twitch mal was raus. Und zwar, wann geht's denn weiter mit Verborgenes Altona? Ja, wir wollen uns ja irgendwie noch mal so durch den ganzen Hafen wühlen, sag ich mal so. So wie so kleine Mäuse. Genau. Und gestern haben wir ja, also ich kenn das schon lange. Wie heißt das nochmal? Hafenroute? Hamburger Hafenroute? Das Ja. ist sehr cool. Kannst du eigentlich so eine Riesenroute durch den Hafen machen? 43 Kilometer am besten mit dem Fahrrad zu fahren? Ja, 43 Kilometer geht's mal. Musst du ja nicht in einem Tag machen. Hallo. So, die One Recognition hat abgelegt. Dann wird die auch in einer halben Stunde hier sein. Die Blankenese hat auch abgelegt. Höhe Elbtunnel. Auf jeden Fall haben wir so einige Ziele. Gestern waren wir auch schon wieder für euch spionieren im Hafen. Nicht im Hamburger Hafen, aber da wollen wir auch noch mal einen schönen Walk machen. Hat uns sehr gut gefallen, oder? Der Robert Kröber hatte übrigens Geburtstag. Ach, was? Muss ich Happy jetzt hier mal Birthday anmerken. nachträglich. Hatte oder hat? Nee, hatte. Hatte. Ja, Happy Birthday. nachträglich. Alles Liebe und Gute. Schön gesund bleiben. Also natürlich für alle hier, die uns hören, die uns sehen. Passt gut auf euch alle auf. Ganz wichtig. Ne? Wort zum Sonntag hier nochmal. Und Schwester Hansen. Stößchen. Stößchen. Nein, also wir wollen, also plant schon so einige Walks nochmal, wenn ihr da Lust zu habt. Ich finde das immer ja mega interessant. Also ich habe da gestern auch wieder so viel gesehen, was ich gar nicht kannte. Ich war da bis jetzt auch erst 1 oder 2 Mal, aber es ist wirklich so für Hafenfreunde war das wirklich schön. Ja, aber weißt du was? Ihr macht ja auch immer so Ecken. Ich meine, wir sind ja Hamburger. Aber diese Ecken kenne ich selber noch gar nicht. Ja, aber da zum Beispiel kann man auch so unheimlich viel entdecken. Ich mag das ja selber gerne. Also selbst wenn du aus der Stadt kommst, gerade auch so für Hamburg-Besucher, da hinzufahren und alles so zu erkunden, was es da so gibt. Und dann kannst du nachher links gehen und rechts gehen. Da kannst du auch deinen Kompass kalibrieren lassen, wenn du einen hast. Also es ist schön. Annette haut noch mal extra Sabbelwasser für euch beide raus. Oh, Dankeschön. Dankeschön. 5 Euro. Aber ganz ehrlich, warum Wer soll ich macht denn denn meinen da so eine Kompass rasante kalibrieren? Fahrt? Hier driftet aber einer, ne? Hier angedriftet. Naja, wenn dein Kompass mal kalibriert werden würde, das Aber wäre mein für dich gar Kompass, nicht ich habe so einen schlecht. inneren Kompass. Ja, eben. Also, da müsste schon ein großer Mann kommen, der mich kalibrieren kann. Der hat ja mal den Kompass kalibriert. Die Leute, herrlich. Ja, Und Robert Kröber haut 5 Mitgliedschaften raus. danke Vielen schön. Dank. Danke. Maersk Genua kommt auch langsam näher. Die Iglo ist auch da. Vielleicht ist da ja Niklas drauf. Ist denn Dominik ja eigentlich schon wieder vorbeigefahren? Nee, noch nicht. Nee, ne? Haben wir Kranke hier? Annette Wasser sagt, gute Besserung für alle Kranken. Das sagen wir natürlich Das auch. Hamburg Hafen Live Hospital wünscht gute Besserung. Haben wir ein Genau. Krankenlager? Haben wir wahrscheinlich. Ein paar Leute sind krank, aber denen können wir ja nur den Tag versuchen, wenn sie uns angucken und so ein bisschen Heiterkeit, Leichtigkeit und Liebe verspüren von uns. Ich möchte mal wissen, was du heute genommen hast. Ich nehme ja täglich was. Aber Nichts. täglich immer was anderes. Nichts, das ist es ja. Wir sind so, wir können da nichts für. Und jetzt frag mich mal, welcher Kompass das aushält. Das hält auch niemand aus. Aber du hast ja schon komische Bezeichnungen. Jetzt kriegst du bald einen Kompass in männlicher Gestalt. Der Saftpresser, der kommt auch noch vorbei. Stimmt. Und wie geil Meinst ist du, das die denn eigentlich? duellieren sich denn? Der Oh, der eine, der den Saft presst, der andere, der den Kompass irgendwie aber koordiniert. da kommst du in Mein Chef Schwulitäten. sagt immer, ich bin total irre. Aber da kommst du schon in Ich weiß gar nicht, wie er da Schwulitäten, drauf kommt. weil da hast du ja schon 2 am Start. Der mit dem Kompass und der mit dem Saft. Danny fragt, wie er die Pizza bekommt bei Lust auf Italien. Ja, Die gibt's aber. demnächst, Ja, demnächst. Demnächst, Demnächst. genau. Und dann werden die auch alle Zutaten da Ja. haben. Also dauert noch ein bisschen. Dauert noch einen Augenblick. Wir mussten das ja auch erstmal testen. Also mit welchen Variationen soll da Tomatenketchup drauf, soll da Knoblauch drauf. Also letztendlich wird es, sag ich mal, so eine Pizza sein, so wie wir sie quasi ins Rennen schicken. Aber wenn ihr da noch Sachen, dass ihr keinen Knoblauch haben wollt, wenn sie jetzt mit Knoblauch da ist, ihr könnt das alles sagen.
Ja, oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder was auch immer. So wie es bei den anderen Italienern auch ist, ist es da auch. Nur letztendlich ist es eine neue Kreation. Oh, das ist die Blankenese. Aber die fährt die Strecke Sing es. ohne Sing Stopp. es. Love Boat, la 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 la. Oh, da kommt ein Flieger, da kommt ein Flieger. la. Schnell, 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 schnell. Love Boat. Loveboat unterm Flieger. Was, da ist einer überredter Fuß. Ich kann das nicht lesen hier. Wir haben Gegenwind. Nee, Gegenlicht. Nee, gegen Wind haben wir auch. Hier mit überredten Fuß. Schön Hallux Valgus operiert oder was? Oder was hast du da gemacht? Guck mal, Gute Steffi, Besserung. Steffi ist auch bei Twitch und die weiß, wie viel Rainer essen kann. Ehrlich? Die hat das live miterlebt. Okay, ja. Du. Da haben die geschwitzt in der Küche bei Lust auf Italien. Um den satt zu kriegen. Ja, das stimmt. Hallo. So, der Rex hat übrigens auch noch einen Sub verschenkt. Vielen Dank. Scherlin. Oh. Dankeschön. Danke. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Ach was. Bist du auch bei uns im Chat? Hier kommt gerade ein ganz junger Zuschauer. Wie heißt du denn bei uns im Chat? Johannes. Also Johannes? Noch nicht vertreten, aber wir Das ist haben ja nur ab und zu Zuschauer. geguckt, ja. Ach was. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt sehen wir euch mal live. Und Wo kommt ihr her? Wien, Ach, wie schön. Und seid aus Wien hier nach Hamburg, aber seid ein paar Tage da. ja. Ja. Wie cool ist das denn? Dann habt ihr gesehen, dass wir live sind. Ja. Guckt mal, Leute, so geht das, ne? Da kommen die aus Wien hierher, sehen, dass wir live sind und kommen mal... Oh Mann! Dominik! Da kriegt man einen Herzinfarkt. Er hat aber auch ein Aufmerksamkeitsdefizit, oder? Er hat es aber auch drauf, richtig dir einen Schreck einzujagen. Ein Aufmerksamkeitsdefizit. Nein, das ist ganz wunderbar. Wunderbar, besser Jetzt geht's sind wir nicht. alle wieder wach, hör mal. Ja, das ist schön, dass du da bist. Der kann Das sich auch freut immer so uns. schön Schön, dass ihr ranschleichen euch die Reise hier... mit seiner Altona. Ja, klar. Klar. Warte mal, Tanja. Die fahren immer durch unser Wohnzimmer. Warte, wir machen das gleich. Ehrlich? Wie cool ist das denn? Wie lange bleibt ihr in Hamburg? Und schon ist Irgendwas er wieder Spezielles weg. noch gebackt? Alles cool. Ja, und jetzt Wart ihr denn im Miniatur-Wunderland? ja, war heute. Sehr gut. Und wie fand's jetzt? Ja, das ist schon was, schon ein bisschen schön. Ne? Ja. Also der Hafen ist sowieso schön. Überall, wo man ist, kann man irgendwas spotten. Der junge Mann möchte gerne mit uns ein Foto. Ja, das machen wir gleich, Das ne? kriegen wir hin. Ja, das machen wir. Da war hier noch die Frage, ob wir am Wochenende streamen von Familie Struss. Ja, mit Sicherheit werden wir was machen. Aber was, wie, wann genau, schauen wir mal. Ne? Aber Können wir ja nie sagen. Außerdem, weißt du, ich habe ja immer Party. Ich habe ja immer Party, Leute. Du wieder, ne? Aber ich habe auch Party am Samstag. Siehst du? Da können wir die dann noch mit einschleusen. Oh, das ist zu wild für mich. Also ihr seid mir zu wild. ja, Dominik, ich habe mich erschrocken. Ich habe mich auch richtig erschrocken. Du schaffst das einfach immer wieder. Ich Ja. weiß nicht, wie du das machst. Du schleichst dich immer so ran mit deinem Dampfer, du. Ja, aber Robert Gröber hat sich sogar auch erschrocken. Ja, im siehst Chat. du? So. So, jetzt können wir kurz ein Foto machen. Los geht's. Habt ihr euer Fotoapparat bereit? Aber komm mal her zu uns. Martin kann das doch sonst machen. Ja, Martin, Bist du auch Martin. mit drauf? Ja. Dann alle jetzt zusammen drauf. Und der ist Wo möchtest du hin? Neben ist Patti richtiger bestimmt hier, Fotograf, ne? Hier in die Ja, genau. Genau. Huch. Mit dem Licht. Genau, mit dem Licht. Weißknopf. Ja, scheißegal. Hauptsache, wir sind alle drauf. Nein, ist nicht egal.
Grafen hier. Ach, die Geschichte wieder. Ja. So, guck mal das an. Oh. Hast du denn noch ein bisschen Merch an Bord? Hey, oder hast du auch Mäuschen. gar nichts mehr Ich mit? weiß nicht, ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich habe nämlich auch meine verkehrte Tasche mit. Das ist mein Bestes. Super. Dann vielen Dank. Und Gerne. auf eine baldige Mitgliedschaft. Ja. Ganz viel Spaß in Hamburg. Macht es euch schön und genießt Wir das freuen schöne uns wieder Wetter. auf euren Kanal. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und viel Spaß und bis bald. Ja, bis ihr wieder da seid. Ne? Bis wir wieder durchs Wohnzimmer fahren. Herrlich. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt gleich die One Recognition. Die ist jetzt Kühlbrandbrücke. Wer kommt da jetzt ganz genau, Die bitte? One Recognition. Hast du mal geguckt, ob der irgendwas noch hast? Zufällig? Ich habe nichts. Also ich habe Ach so. bei mir im Rucksack ist Okay. alles ausverkauft. Ich muss Merch wieder Nachleihen. nachfüllen. Ach, guck mal, hier hat jemand auch noch gleich für ihren Mann als Geburtstagsgeschenk die Fahrt mit der Chahörn gebucht. Das ist doch super. Das ist Finde ich ja ein richtig also, gutes Geschenk. würde ich auch sagen. So, ich gebe mich mal ganz kurz ab, Leute. Bin gleich Ja. wieder da. Genau. Dann übernehme ich mal Ja, mach mal. die Mikrolotte hier. Die Proloffe, oder was hat er gesagt? Hier haben wir die Key Breeze, einen kleinen Tanker. Jetzt geht's gleich wieder los. Maersk Genua kommt von hinten. Aber es ist doch einiges los hier heute. Ja, also der Aktivitätsindex für den Hafen war heute auch hoch. Ein rotes Schiff. Ja, ein Hamburg Hafen Live Podcast. Ja, Conny hatte tatsächlich mal die Idee, dass wir einen Podcast machen. Das Problem in einem Podcast ist, ein Podcast macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man den auch wirklich regelmäßig macht. Also mindestens mal alle 2 Wochen. Die meisten laufen ja sogar wöchentlich. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen. Mal wieder Special. Ja, ja. Also heute Ach, auf die One Recognition freue ich mich. Etwas Farbe im Stream. Auf jeden Fall. Aber rechter Hand kommt ja auch noch was, ne? Ein Beifang. Ja, wir haben die ganze Zeit hier schon Beifang. Gleich kommt erstmal noch die Maersk Genua. Da ist auch der Lotse gerade dran. Sieht so aus. Bisschen windig. Sag ich doch. Ja, Hashtag rote Schiffe Liebe. Das ist ein super Hashtag. Rote Schiffe Liebe. Das ist so ruhig, ne, wenn Schwester Hansen sich mal ausgeklinkt hat. Hallo, ich bin da. Ich habe schon wieder eine Mütze an Bord. Tanja braucht schon wieder eine Mütze. Ja, Im weißt du- Juli. Weißt du, was ich gibt's doch gar nicht. Weißt du, was ich gar nicht mag, wenn der Wind mir so in die Ohren pfeift. Ja, kann ich verstehen.
Es war gestern auch da echt unangenehm. Da ist noch Nilsi Daimann. Nilsi Daimann. Kleine Bunkerbartsch. Also hier kommen wohl schon Grüße von Rainer für Anja. Er wäre dabei mit der Pizza. Oh Mensch, Guido Jakobs. Oh, Guido. Oh, ey. Paddy Guido, hat's nicht so mit den Namen. Ich hab's ne? mit den Guidos nicht. Er sagt, wir haben uns beim falschen Oh Guido nein. bedankt. Oh Mann, Guido, ey. Too much Guidos in the chat. Guido, dann an dieser Stelle aber nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Weißt du denn noch, was das war? Das für die Ja, das waren die Stößchen? Stößchen. Die Stößchen für die Mädels. Guido, Der ein Guido ganz, ist da, ganz Anja. fettes Und die Dankeschön. stößt für unsere leckeren Stößchen. Oh, Guido! Guido, mein Freund! Huhu! Und ganz lieben Dank! Und jetzt haut er auch noch mal 5 Euro raus. Oh, Mensch, ganz Guido, vielen Dank. Dankeschön. So, noch mit doppelte Brille hier weiter machen. So. Ja, wir haben mindestens 3 Guidos im Chat und wahrscheinlich noch 12 als stille Zuschauer. Hier wird schon gefordert, du sollst auf dem Fischmarkt arbeiten. Kommen Sie ran hier. Gewinne, gewinne, gewinne oder was? Nee, das wäre auf dem Dom. Ja, ja, da hast du auch wieder recht. Aber nee, Aber da was könnten, wir arbeite ich denn, nicht. was könnten wir denn auf dem Fischmarkt verkaufen, wir beide? Ich weiß, was wir Du, verkaufen. du redest, ich pack ein. Nee, wir machen diese Switchy-Twitchy. Oh, diese Pfeifen. Nee, komm. Ja, hier jetzt noch mal die Frage, warum heißt Schwester Hansen Schwester? Naja, ich Also, bin ratet sehr, doch sehr mal. lange, sehr lange in einem Ratet doch mal. ganz besonderen Metier unterwegs. Immer, Ja, das immer- mit dem Metier hatten wir ja letztens erst im Chat. Ne? ja, da sollen die mal selber drauf kommen, ne? Sollen die mal ihr Gehirn anstrengen. Ihr Kino mal wieder weiden lassen. Ihre Fantasien. Ups. Und guck mal hier, Markus Liermann sagt, aber es gibt nur einen Markus. Es gibt nur einen Markus Liermann. Aber es wäre schön, wenn dieser Markus Liermann sich hier auch öfter mal live vor Ort blicken lassen würde, Ja, oder? und Das nicht wäre immer, super. nicht immer nur aus dem Off. Ganz genau. Aber guck mal, Guido, der zweite Guido, Guido Kuku, meldet sich auch und sagt, jetzt klärt sich die Verwirrung auf. Ja, das ist ja schön, wenn wir darüber gesprochen haben. Ja, oder? finde ich auch. Man kann ja wirklich mit Kommunikation ganz viel aufklären. Das Ja. finde ich ja immer sensationell. Oder? Ja. Reden hilft. Oder Reden was? hilft. Also, Wer nicht ja. redet, den kann ich geholfen Kommunikation ist eine ganz krasse Geschichte. werden. Aber sowas von krass. Ja. Und übrigens der Markus, den es nur einmal gibt, hat es am allerdichtesten, glaube ich, vom Chat hier zum Set. Und Ja. der schafft es nicht. Und Leute aus Wien kommen hierher. Also, Ja, also finde den Fehler. Finde den Fehler. ganz Aber genau. vom falschen Guido kommen noch mal 2,49. The wrong Guido. Also jetzt, Okay, das ist aber auch schon wieder lustig. also jetzt hast du den Namen aber wirklich weg. Ich glaube, du musst dich umbenennen. Wieso? Ja, in Wrong Guido. Sascha haut noch eine Mitgliedschaft raus. Sascha, Dankeschön. Danke. Und Florian schreibt, seine Frau heißt auch Guido. Oh, herrlich, herrlich. Was ist denn bloß hier wieder los Weiß heute? ich nicht. Fehlt eigentlich nur noch die Polizei, ne? Ja, Noch gar nicht da. aber haben die nicht abgespeckt, weil gleich kommt nämlich die One aus dem Hier, Schwester Hansen ist Kühlschrank. wahrscheinlich die Krankenschwester aus dem Boxkeller von der Reeperbahn und verarztet die verletzten Boxer. Gar nicht übel, hör mal, gar nicht übel. Aber weißt du, das mit den Nasen, ne? Du, die hau ich nochmal ein links, ein rechts, dann sind wir wieder gerade. Da können die nämlich gut ab. Vorher kriegen die ein bisschen Propofol von mir und eine kleine Infusion und dann sagen sie mal, du bist so schön. Du bist so schön. Du bist echt verrückt. Ja, aber stell dir das mal vor. Ich komme da hin mit einer kleinen Die Posaune Kamera und wollte ich. sagen, ja, deine Nase steht ein bisschen nach links, die machen wir wieder gerade. Jetzt kriegst du ein bisschen schöne Tropfen von mir. Aber und die dann brauchen doch keine Narkose, das halten die doch so aus. Die hauen sich ja sonst auch nicht mit Narkose auf die Köpfe. kriegen einmal ein Stück Holz zwischen die Zähne. So, die One Recognition soll auch gleich Ich habe da jemanden, der könnte das Holz herstellen. zu sehen Unser sein. kleiner Andi. Den schreibt er nach rauf, Beißholz. Da im Hintergrund sehen wir sie schon. Am rechten Bildrand. Was, wo denn? Du hast doch schon eine Brille auf, kannst trotzdem nicht kicken. Guck mal, da Chris schickt 5 Euro. Schwester Hansen heißt Schwester Hansen, weil das ihr Superheldin-Name ist. Mit ihrer super gute Laune-Fähigkeit.
Jo. Sensationell. So, oder? guck mal, da Ah, kommt oder? sie. Da kommt sie, die One Recognition. Ach da, Da wo pink ist. ja, Mädchen. Das Mädchenschiff. das Mädchen. Jetzt kommt sie. Machen wir ein Mädchen. Kommt die denn gar nicht her? Doch, die fährt an uns vor, die geht ja raus. Und hinter uns kommt die Maersk. Ich glaube, Du musst startbereit Lufthansa. werden. Ne? Ja. Soll ich wieder Lufthansa. Kamerakind machen oder was? Ich weiß ja nicht, was ich zuerst Kannst du filmen gerne soll. machen. Das ist ja alles so aufregend hier wieder. Aufregend, aufregend. Ich mach mal hier. Sag mal, kann man da auch eine Melodie einstellen? Nicht immer dieses Düdlüt, Düdlüt. Nee, das kann Könnten wir man doch mal eine nicht. geile Melodie Nein, nein, nein. So. Mike schickt nochmal 2,49. Dankeschön. War etwas zu viel Fischeis, ja. Und der falsche Guido schreibt Guido Jakobs Krönung. 2,49. Ganz lieben Dank. Habe ich noch jemanden vergessen? Nee, da Chris hatten wir. So, bevor die Fähre kommt, Achtung einmal. Merkst du das eigentlich, dass sie schnell abdriftet bei dem Wind? Nee, Nee. die hält ja ihre Position von alleine. Boah, guck dir mal das Bild an jetzt hier mit der One. Herrlich, Oh, ist meine Jacke. herrlich. Genau, zumachen. Ja, ist leider auch nicht besonders voll. Oh, herrlich. Ganz wunderbar. Danke. Doppelt. Von hinten aus dem Gegenlicht kommt die Maersk Genua. Aber das sieht schick aus. Wie eine- Und Almut haut nochmal 2 Euro raus. Almut, Dankeschön. Besser, danke. Danke. Sehr markant mit dem weißen Windschild vorne. Lehrer Martin ist auch da. Moin. Hat da jemand gepfiffen? Aber war nicht Brigitte. Sind das denn die beiden letzten Kandidaten hier für die Show am Hafen? Wir müssen oder mal kommt gucken. noch Also ich was? glaube, es geht noch eine Maersk raus. Guck mal, da sind Fairplay. Wer ist denn da? Ach, die kommt zurück. Die 94 und ich weiß nicht mehr, wer der andere ist. Die ganzen. Die Maersk, ganz in schwarz. Völlig untypisch.
Aber konntest du dich mit irgendwie so einem Trick mal grün machen, das wir einmal aus Versehen gemacht haben, war das sehr lustig. Ach, 94 und 96 sind das. Ach, liebe Grüße an Captain Kanzler, den Basti und Schrauber Niki, die auf der 96 sind. Hallöchen! Die nehmen wahrscheinlich jetzt die Maersk in Empfang. Guck mal, die lauern doch da schon. Die lauern da. Information. Sag mal, kann das sein, dass Sie da am Hang gerade unser Haus renovieren und bauen da oben? Das wäre du, da können wir morgens, mittags, abends, da können wir wirklich 24/7. Kannst du mal Deswegen rüberschwenken? Willst du das vordere oder das hintere haben? Mir ist es egal. Das kommt darauf an, wie die so geschnitten sind, die Buben. Ach, auch nach Willerisch. Ja, na sicher. Na, da. Ich nehme das, wo der Pool drin ist. Wie cool! Immer wenn man nicht mit rechnet. Vielleicht ist der Donatus drauf. Das wäre ja Wer cool. weiß das schon. Vielleicht kommt hier jemand gleich raus. Wir müssen gleich noch mal winken, wenn die Brücke vorbeifährt. Ja. Falls die Brücke uns hört, kommt gerne mal raus. Schönes Wetterchen hier. Mit Uniform auch gerne Adresse da lassen. Da haben wir die Brücke. Oh, da kommt jemand! Oh, guck mal. Conny! Da. Ja, ich habe ihn doch drauf. Ist das Donatus? Das kann ich nicht erkennen. Irgendjemand war es aber. Wie cool! Willkommen in Hamburg! Das würde ich mal sagen, war wieder das Highlight des Tages, oder? Immer wenn man nicht mit rechnet, ne? Sehr cool. Ach, wir freuen uns doch Ja, immer, richtig oder? toll. Ja. Wir freuen uns da richtig drüber. Es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja. So ein Horn vom Containerschiff. Also doch. eine kleine Fetzung. Hast du schon wieder Hunger? Immer. So, jetzt kommen noch die Fairplay-Schlebbis dazu. Wollen wir noch zur Lust auf Italien gleich? Oh, heute noch zur Lust auf Italien. Oh. Das wäre was, oder? Vorne wurde auch gewunken, sagt Andi. Ja, haben wir gesehen. Sehr cool. Ja, vorne die auf der Back, genau. Ja. Richtig cool. War sehr, sehr toll. Also, Danke, wir freuen danke, uns sehr danke. gerne. Also wirklich, wir freuen uns ganz dolle. Oder war das Michi? Nee, Michi ist wieder in Hamburg. Ja, auf dem Schiff. Michi war doch vorhin auch mal im Chat. Stimmt, stimmt. Der war vorhin, ich denke, der ist selber am Elbstrand unterwegs. Ja, warum kommt er nicht hier rüber? Nee, der ist immer gerne am Elbstrand, da ist er schön im Schatten. Wir wollten ja heute eigentlich auch zum Elbstrand, so mit Picknick und so, hatten wir uns richtig gut überlegt. Aber die Gefahr ist da echt zu groß, dass da Party ist. Da ist wirklich große Musikgefahr. Ja, und ganz viele Boah, Menschen. guck mal jetzt hier. Guck mal hier die beiden Schiffe. Küssen, die Boah, guck dir das küssen. Bild an. Romantik. Ramontisch, Ramontisch. Oh, grammontisch. Wow. Was für ein Bild. Achtung, es wackelt gleich. Ja, aber ich bin jetzt auf der Drohne. Die 96 macht hier mal ein ganz nettes Manöver. Aber ganz nett. So, die One sehen wir gerade eh nicht. Die ist komplett hinter der Maersk. Tolles Licht, oder? Boah, richtig geil. Richtig 4K. cool. Definitiv 4K. 4K-Licht. 4K-Licht. Ja. Hast du das bestellt heute Ja. extra? Extra für euch. Nein, Holger, aber wir senden gerade nicht in 4K. Da sind wir ganz oldschool.
ist ein anderes Thema. Oh, es sieht auch cool aus jetzt, wenn die beiden da so nebeneinander fahren. Da kommt doch auch irgendwie was Kleines noch hinter dir. Sag mal, ist der Schlepper jetzt ganz an dem Schiff dran? Ja, Schiebt ja. es sozusagen? Nee, der schiebt nicht. Die sind nur dran, um die Leinenverbindung Okay. herzustellen. Okay. Kannst du den Namen lesen? Mein schon Wetter ja. Moin. Moin. Also auf jeden Fall ein Moin. Uit Ne? Holland. Aus Holland. Wir Liebe sagen mal Grüße. Moin von der Elbe. Ich sag mal Poffertjes und Pommes. Poffertjes, ja. Bring mal rüber. Wir haben Hunger. Oh, lecker, ne? Wann kommt denn da noch hinten angeschlichen? Ist das die Eloise ist da noch. Ja, die fährt ja auch gleich noch mal ins Bild, ne? Guck mal, Martin macht schöne Fotos. Ja, Mali macht schöne Fotos. Von uns und den Schiffen. Ja. Guck mal, Steffi will das, was wir auch hatten. Du, musst du nur hierher kommen. Hier ist sehr viel Wind. Es frischt so extrem auf, oder? Ich glaube, wir kriegen so viel, wie nennt sich das nochmal? Sauerstoff heißt Sauerstoff, danke. Sag mal. Ich glaube, es ist der Sauerstoff Meinst hier. du? Ich glaube, Bubenauge hat einen besonderen Sauerstoff, Ja. wenn man sich hier hinstellt. Guckt euch doch mal die Bilder an, Mensch. Ihr sabbelt Ja. da die ganze Zeit. Guckt doch mal diese tollen Bilder, wie der Ja. Lotse darüber geht. Mensch. Wer geht darüber? Ja, der Lotse. Uns nicht. Loke, der wo denn? Oh, ist die Wohnung. Ach ja. Licht ist jetzt natürlich gerade, die Fähre steht auch vor der Nase, egal. Wir hatten, glaube ich, ganz tolle Bilder. Das war schon cool mit den Bildern. Das stimmt, aber ich habe gar nicht so mitgekriegt, dass du auf der anderen Seite warst. Ja, weil du die ganze Zeit nur sabbelst. Hallo
ich hatte ganz wichtige persönliche Gespräche hier am Budendeichufer. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Wir haben sehr viele Menschen. Die wollen ja nicht nur was auf die Augen, sondern auch was auf die Ohren. Nein, aber sie sind schon, sagen alle tolle Bilder. Also das muss man schon so sagen. War gut, ne? Ja. Hat mal so ein bisschen geruckelt, als das Schiff dazwischen war. Das war die Funkverbindung zur Drohne. Ich glaube, der VW Saturnus kommt da noch. Da fährt sie davon. Wo fährt sie denn eigentlich hin? Weiß man das? Da musst du Sebastian fragen. Sebastian, wo Ja. fährt sie hin, die kleine One? Die Drachenmutter ist seit 9 Monaten dabei. Moin. Dankeschön. So, hier, guck mal, hier kommt der kleine VW Saturnus. Ui. Baujahr 1978. Sag mal, nimmt ein bisschen zu der Wind, oder? Ja. Höre ich hier schon wieder Mi? Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Ja. Halt mal. Das Handtelefon bitte. Die One fährt. Nach Antwerpen. Ja, genau, habe ich auch gerade gelesen, nach Antwerpen. Ich habe keinen. Du hast. Warte mal. Buddy hat ihn. Nee, ich brauche gleich mal einen Schal. Ach so. Aber dann ist das Mikro unterm Schal. Das wäre ja nicht so gut, ne? Den hört man dich nicht so gut. Nee. Der leuchtet so extrem im Sonnenlicht. Der Schleppi. Boah, viel zu hell das Bild. Der ist ganz süß. Vielleicht kann man den ja käuflich erwerben. Der ist echt süß, ne? Ja, sehr süß. Moin, Martin. Das ist echt cool. Richtig gut. Das finde ich in Ordnung. Schön. Ich habe schon wieder einen Kunden damit. Haben Sie denn die Bilder her? Von Hamburg auf dem Live. Sehr gut gemacht. Das ist eine gute Idee. Das fahr gerade nach Hoge. Da hat jemand morgen 89. Geburtstag. Das werde ich ihm zeigen. Achtung, komme runter. Achtung, Drohne. So, jetzt müssen wir uns gleich erstmal sammeln, ob da noch was kommt. Sebastian sagt auch, die Laila kommt gleich noch aus dem Parkhafen. Von Ach, Ela. Laila. Hallo Buddy. Hallo, moin. Das
dass nicht die Linesmänner wieder kommen? Kate Dorr ist Jo, jetzt auf dem Fischmarkt. Oh ja, da kommen die Linesmen. die wollen dich mal abholen. Oh, Ja, die mag die ich wollen auch eine total. Hafenrundfahrt mit dir machen. Wir haben heute wird ein bisschen sehr windig heute. Die sind so klasse, diese Boote. Ja, Guck mal, dass ich das wusste, ne? Ja. Mensch du. Kate, willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarktmitglied. Kate Dorr, danke. Was schreit die Möwe denn da rum? Vielleicht hat die da ihr Nest. Ali oder was? Wo? Hier vorne. Oh ja, aber der ist tot, der Aal. Nicht mehr so lebendig. Nee, den lass mal lieber da, wo er ist. Kommt schon gleich eine Möwe und holt den. Hier wurde in der Mitte einmal durchgehackt. Habt ihr eine Kooperation mit den YouTube-Kanälen von denen? Ja? Tolle Nee. Bilder auch dabei. Jo. Wie viele Barkassen haben die bei Ehlers, ist hier die Frage. Waren das 11 oder 12 sogar? Ja, Auf jeden Fall eine ganze Menge, ne? Ich glaube, Ja, Meine auch, so um den Dreh. Ja. Ja, haben wir denn noch irgendwas, was raus oder reingeht? Also die Laila kommt aus dem Parkhafen. Ich meine, da war noch ein Abgänger, Maersk Batam oder so ähnlich. Ich muss erstmal hier meine ganze Technik kontrollieren. Ich habe die nicht einmal angeguckt, hat ja gehalten. ob hier alles läuft. Ja, es ist mittlerweile echt zuverlässig geworden. Gucken, was Akku sagt. Lotse 3 war an der Maersk Batam. Zwölf sind es, 12 Schiffe. Danke, Chat. Dankeschön. Mein schön Wetter sieht los. Ja, mein schön Wetter sieht los. Ja, wie auch immer. Herzlich willkommen aus unserem Kanal, ein neues Fischmarktmitglied. Kannst du den Namen auch noch mal vorlesen? Nee, das kann ich nicht. Ich breche mir dabei die Zunge. Dann lass das Anja einmal vorlesen. Kannst du den Namen lesen? Das ist der Einstellungstest für die Moderation. Ja. Das ist Urlaubsvertretung. Min schön wär ziellos. Ja. Ja, kann man machen, ne? Hilft aber nichts. Sie hat bestimmt mein ausgesprochen, denke ich mal. Mein schön Wert zieht los. Ach, die geht erst um 19:30 Uhr raus, die Maersk Batam. Oha. Eine halbe Stunde.
Guck mal, da kommt die Blankenese. Fährt die so dicht hier vorbei? Die hält doch gar nicht an, oder? Vielleicht ist das dein Loveboat. Wir rauschen hier durch. Hat keiner geklingelt. Nee, die fährt ja nur Finkenwerder Landungsbrücken. Aber vielleicht ist da ja... Guck mal hier, Guido hat es rausgesucht. Mein schön Zitlos heißt gleich, mein Schnürsenkel ist offen. Ach so, Super. das finde ich super. Guck mal, die fährt, das ist die 66 ohne Zwischenhalt. Ah, okay. Expressfähre. Ja, Also senden wir Ihnen doch mein Schnürsenkel ist offen. Ist doch viel einfacher. oder mein schönes Wetter zeitlos, finde ich viel besser. Decimaus schickt auch nochmal 2 Euro mit einem Danke fürs Foto. Und Grüße von den Wienern. Dankeschön. Will man die Drohne nicht so sehr ans Wasser Das stellen. ist ja lieb. Elas kommt. Wo denn? Hat Sebastian. Ja, kam die nicht aus dem Parkhafen? Musst du mal zoomen. Oder du guckst erst mal, wo sie kommt. Müsste da ja jeden Moment erscheinen. XX Ronny, herzlichen Dank für deinen Prime Sub. 8 Monate schon. Dann warten wir mal ganz gespannt, ne? Jo, das machen wir. Ich habe doch noch ein Brötchen, oder? Mehrere. Mehrere. Oh. Guck mal, Haben wir da noch zu trinken eigentlich? Wasser. Mehr nicht. Ja, Wasser habe ich selber. Ja, ich wusste ja nicht, dass du noch eins brauchst. Ein Brötchen. Hatte ja eigentlich gestern auch genug. Fairplay 66 habt ihr auch noch entdeckt. Ich glaube, Elas hast du verpasst. Sebastian schreibt, die ist jetzt schon da an der MSC. Ich habe die nicht gesehen. Musst du mal zoomen. Ach, da. Ah, jetzt haben wir Ah, sie die ist doch. aber auch so klein, verdammt. Verdammt. Aber wir haben sie gehabt. Wie ist denn so dein Plan jetzt? Wartest du noch? um überhaupt herzukommen. Muss man gerade was klären hier Sag du mal was. im Hintergrund. Ja, ja. So, ich finde, jetzt war es auch besonders ruhig im Chat. Jetzt können wir mal wieder loslegen. Ne? Genau. Patty muss eh essen. Ja. Paddy ist die ganze Kühltasche mit Inhalt.
Und hier wird gerade gefragt, sind die Schiffsnamen bei ELAS von Familienmitgliedern? Ja, von einigen ja, ne? Ja. Ich glaube großteils schon, Ja, ja. großteils ja. Ja, mit der Maersk Batam, das dauert ja noch, ne? Die ist ja jetzt auch nicht so spektakulär. Ich glaube, wir hatten die Höhepunkte. Ja, du musst das sagen, weil deine Motzmädels würden dann irgendwann mal wieder die Elbe überqueren. Vielleicht so. Da kommt so ein fairen Ding. Kommt einer. Ja, Dirk, jetzt ist keine Stimmung mehr. Alle Schiffe weg. Und dann musst du erstmal was essen. Ja, Ja? Ist ja auch wichtig. natürlich. Das ist ja auch wichtig. Auf jeden Fall. So, Fairplay 95 ist unterwegs zur Maersk Batam. Also ich würde die Maersk Batam noch mitnehmen. Ja, ne? So schönes Das Licht, ne? Licht. Sollen wir die Fähre jetzt nehmen? Ja, Wollt oder ihr Oder gleich die los? nächste? wir können auch die nächste nehmen. Wie ihr möchtet. Wie ihr möchtet. Mir ist es egal. Ja, wir haben hier noch ein paar Sachen. Kriegst du die denn alle mit zum Auto oder soll ich noch mal wieder was hochbringen? Auch das kriege ich schon irgendwie damit hoch. Ist ja alles leer Irgendwie kriegt er gefressen. schon hin. Nicht mehr schwer. Ja. Oddi Fixi, Dankeschön. Also wir können die nehmen, wir können auch die nächste nehmen. Für Was- deinen Prime was Sub, meinst du? 5 Monate. Und Vanessa ist auch seit 6 Monaten dabei. Danke ihr beide. Wir nehmen die nächste, ne? Ja, wir nehmen die nächste. Ganz easy. Also, Fairplay 66 kommt ja auch noch gleich. Kein Stress machen wir Ja? hier, ne? Nein, Stress haben wir genug. Nein, aber machen wir ein bisschen easy. Wir machen easy. Machen wir ein bisschen easy hier. Können wir ja, wenn die ablegt, die Maersk, können wir mit der Drohne noch mal ein bisschen oben drüber gucken. Ja. Oh Gott, wir fallen hier drüber. Oh, bloß nicht. Im Auto. Ja, ihr Lieben, also wir warten dann noch auf die Maersk Batam. Fairplay 95 ist dahin, der Lots ist auch schon da. Dann, wenn das gleich irgendwann losgeht, können wir noch mal mit der Drohne ein bisschen oben über die Bäume gucken. Das ist auch immer ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich glaube, dann haben wir eine runde Sache. Finde ich auch, das ist ein super Na, Abschluss. Ist ein oder? super Abschluss. Super Abschluss. Ja. Ich würde sagen, einer geht noch, ne? Ja. Jo. Hoffentlich weiß das Schiff das auch zu schätzen, dass wir Müssen auf wir sie noch ein paar warten. Daten hier durchjagen. Ja. Na, sichi. Na? Ja. Also wir gehen ja nicht nach Hause, wenn wir nicht mindestens hier 30, 40 Gigabyte durchgejagt haben. Nee, stell dir mal Ja. vor, du musst den Kram ganz wieder nach Hause schleppen. Will ja keiner. Weißt du, was mich übrigens echt nervt? Was denn? Na? Und was ich einfach nicht verstehe? Also hier, liebe Landratten, da müsst ihr mir mal helfen. Warum wird meine Powerbank nicht leichter, wenn sie leer ist? Ja. Das ist Physik. Die schichtet nur um. Die Schicht, jetzt kommt der Physiklehrer wieder um die Ecke. Ja,
Das sagt er gleich, oh, das ist meine Frage. Das ist meine Frage. Martin, du darfst sie gerne beantworten. Warum wird die Power Station nicht leichter, wenn sie leer ist? Weil sie keinen WS Austausch mit der Umwelt hat. Die Elektronen haben kein Eigengewicht. Und deswegen werden die nur umgeschichtet und abgegeben und wieder aufgenommen beim Laden. Und das Interessant. macht sich gewichtsmäßig nicht bemerkbar. Aber Wärme können sie erzeugen. Wärme können sie erzeugen, aber auch Wärme wiegt nichts. Aber Wärme geht nach oben. Wärme geht nach oben, aber sie wiegt nichts. Okay, ich glaube, das reicht mit Physik, oder? Ich habe noch einen Vorschlag. Wenn du gleich noch mal mit der Drohne startest, würde ich gerne mal einen Rundumblick auf Blauwasser sozusagen machen, mit ein paar Möwen drauf. Blaues Wasser mit Möwen. Einfach um diese Spiegelung vom stahlblauen Himmel in den Wellen einmal zu beobachten. Das kann ich, weil ich nicht fliegen kann so schlecht. Aber Du kannst nicht fliegen? Nee. Das geht doch Ja, gar genau. nicht. Aber wenn du Können wir machen. so ein Geschenk Ja. machen würdest, wäre das auch nochmal eine Pausenclown-Unterhaltung. Wenn dich das glücklich macht, dann machen wir das auf jeden Fall. Ich will ja gleich noch mal hoch. Was hatte Cruisefire noch gesagt? Der Oscar ist das, ne? Cruisefire ist der Oscar. Genau. Nächste Woche Sonntag findet in Warnemünde ein Dreifachanlauf statt. Falls ihr das streamen wollt. Ja, gucken wir mal. Nächste Woche Sonntag, ja. Das ist der 20. ne? Mhm. Da haben wir noch Captain Kuddel. Captain Kuddel. Irgendwas ist ja immer los im Hafen. Immer. Und wenn es nur Captain Kuddel ist. Wo ist denn eigentlich der Mann mit der kleinen Jolle mit immer Hardcore-Musik? Du meinst Willi. Willi? Das soll ich dir doch nicht Eigentlich- sagen. Das wollte ich ins Chat fragen. Ach so. Ach, Du der hast Chat. gefragt, wo ist der? Oder Ja. hast du gefragt, wie heißt der? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Eigentlich ist das... Nein, das ist nicht Kuddel, das ist Willi. Ach, Eigentlich Willi. ist das Willis Wetter. Es könnte sein, dass es ein bisschen windig ist, weil mit seiner kleinen Nussschale. Also Willi, Dürfte wenn der du das ordentlich jetzt hörst, schaukeln. kannst du uns auch gerne abholen. Wir müssen zum Buben da. Quatsch, wir müssen zum Dockland. Ja, Ihr beiden also mit dem Willi. werden wir fahren, ne? Natürlich. Oh, Singen ich wir. hätte aber ein bisschen Angst, du. Nein, egal, da singen wir ordentlich mit. Ordentlich laut. Read like my fire. Your love is my only desire. Spielt er das immer? Der spielt doch auch immer so 80er. Calling Mr. Rain. Nee, das spielt er nicht. Du bist verkehrt. Was? Natürlich, das ist 80er. Ach, guck mal, die Louisiana Star kommt auch. Hast du hier irgendwo einen Polfilter in der Hand? Nee, Polfilter benutze ich nicht. Habe ich alles dabei. Genau. Viele Fotografen haben das in der Tasche, weil sie das mal benutzen. Ich habe alles dabei. Die Pinsel. Waschmaschine. Alles dabei. Du hast auch keinen Polfilter. Nee, ich habe nur einen D-Filter mit, aber den habe ich noch nie benutzt. Yogi Bär schickt 2 Euro und schreibt, gut, dass ich mich umbenannt habe. Gruß Guido. Oh, Oh, guck mal, aber vom Licht her könnte die Louisiana Star es schlechter haben. Echt? Mr. Rain ist 90er? Ja, aber Anfang der 90er, ne? Also. der kriegt einen Anfall, wenn wir mit dem darüber fahren. Wieso das denn? Hafenaufsicht. Mit 2 Damen von Welt, hör mal. Ja, Jennifer Rush spielt der immer. Danke, Jennifer. Rush. Guck mal hier. Aber Master, Das ist aber die Hafenaufsicht. Die Hafenaufsicht. HPA.
Kleine Kontrollfahrt. Ja, kann gerne mal rauskommen. Ach, der hat aber gewunken, der junge Mann da. Waufziehen, nee, die Louisiana Star wird nicht von dem Schaufelrad angetrieben. Das ist, sagen wir mal, nur Zierde. Sieht halt gut aus. Das ist nur zur Zierde. Ja, bei viel Alkoholkonsum wird man auch immer schwerer, bis man umfällt. Ja, das haben wir schon ausprobiert, ne? Das Experiment haben wir schon gemacht, oder? Naja. Ja. Nee, ist klar, dass du dich nicht dran erinnern kannst. Ihr könnt aber Bescheid sagen, wenn sich bei der Maersk was tut, dann kann ich noch mal aufsteigen und über die Bäume luschern. Und wenn du dann an den Hebel der Dreh, Verstellung des geht das selber. Dann hast du eben von den Reflexionen weg, die gerade weg zur Sonne sind, der polarisiert. Trotzdem wird es überall da, weg zur Sonne, der Winkel polarisiert. Am Wochenende will ich mit Ben ein bisschen fliegen gehen. Wann wollt ihr denn das eigentlich machen? Ja, Ben will ja jetzt. Ben braucht ein paar Flugstunden. Ja, ist doch super. Kommen denn hier auch deine Schiffe, die ihr überfliegen könnt? Oder das Nee. ist für fortgeschritten, das ist die nächste Stunde, ne? Nein, er muss erst mal so generell ein paar Flugstunden sammeln. Ach, wie cool. Da kommt gleich jemand aus dem Parkhafen. WS 35. Die nehmen wir auch. Officer Snickers. Ja, hier, Officer Ja, der war auf der Snickers. Firma, aber weiß ja nicht, ob der jetzt Dienst hat. Also Sebastian schreibt das und wenn Sebastian schreibt, dann stimmt das immer. Vielleicht hat die ja jetzt jemand angerufen. Ja, natürlich. Hallo. Guck mal, da kommen sie. Und wenn die jetzt gleich kommen, dann können wir nicht auf die Fähre. Wenn die jetzt hierher kommen, dann könnt ihr uns ja auch mitnehmen zum Dockland. Das würde auch gehen. Also hätten wir jetzt mal nichts gegen. Also gucken wir erstmal, wie das da funktioniert. Drück erstmal die Knöpfe alle. Wir kochen dann noch einen Kaffee. Was? Ja, logisch. Wer weiß, wo die hinfahren. Sperren ab, hör mal. Guido Jakob schreibt, zu Cruise Days erwarte ich eine Kiezmische für Guido auf der Feuerwerksfahrt der Elas-Barkasse. Da müssen wir eh noch mit Elas dran arbeiten. Ja, wir haben immer noch keine Kiezmische an Bord. Stimmt, wir haben uns das selber gemixt. So, was machen die denn da? Jetzt machen sie erstmal, jetzt drehen sie ein bisschen auf der Stelle. Aber vielleicht gehen wir ja auch hier beide mit bei Elas fahren auf wieder die zurück. Feuerwerksfahrt. Können wir doch eigentlich auch mal machen, oder? Was für eine Feuerwerksfahrt eigentlich jetzt ganz genau? Cruise Days ist immer so ein Feuerwerk Ja. und dann kann man das schön von der Barkasse aus gucken. So. Können wir ein bisschen Getränke servieren. Service? Jo. Ja, das haben wir doch richtig gelesen. Das haben wir schon richtig interpretiert. Das hast du noch nicht richtig verstanden, Reise. Aber was sie da genau machen, das wissen sie, glaube ich, selber noch nicht. Ja, die überlegen, wie sie jetzt die Mädels am besten einladen können. Vielleicht ist ja alles gesperrt und wir kommen nicht zum Bubendei-Ufer rüber gleich, zum Dockland. Ich bin auf der falschen Seite. Guck mal, da kommt doch auch noch eine schöne alte Fähre. Ist das die Tonne? Sieht so aus, oder? Guck mal, die fahren schon wieder. Die wollen nichts mit uns zu tun haben. Naja, tschüss.
Die haben noch einmal rausgeguckt. Aber die alte Viere war doch früher immer so eine Butterfahrtsgeschichte, ne? Ich kann mich als Kind erinnern, dass diese Vieren immer rausgefahren sind. Die Hadak hat früher Butterfahrten angeboten. Und das waren genau solche Schiffe. Aber ja nicht von Hamburg, oder? Da brauchst du doch, bis du zollfrei bist, das dauert doch viel zu lange. Du brauchst einfach nur rausfahren. Bist Das kann ich dir nicht sagen, aber da musst du Oder ja schon ein hast- Stück rausfahren. oder hast damit du einfach- zollfrei. Oder hast du einfach eine Einkaufen Butterfahrt kannst. im Freihafen gemacht? Nee, also das weiß ich, weil mein Vater und meine Mutter haben das gerne gemacht, weil die natürlich dann immer zollfrei einkaufen konnten. Das Aber war immer ganz... Und wir kriegten dann auch immer ganz viel Schokolade. War auch mal ganz wichtig für uns. Ach, die kontrollieren Sportboot. Ah, okay. Ah. Na dann. Nein, nicht mit den Vieren eine Butterfahrt. Nein, die Hadak hat die angeboten, ja. Genau. Das war ja, also das ist... In den 70er waren das, Ende der 70er. Ich glaube, da kommt unsere Fähre. Kann das sein? Wollt ihr da jetzt mitfahren? Ja, dann machen Soll ich wir dir schon mal mal. das- Ja, wir sagen Wollt schon ihr mal Tschüss sagen, ihr wir sagen schon beiden? mal Tschüsschen. Wollt ihr noch mal in die Kamera gucken hier? Ach ja, nimm mal hier meinen Schal ab. Ist doch ein bisschen windig hier, aber Müsst ihr mal hier vor diese Kamera kommen. okay, machen wir. Wollen wir denn das Mikro jetzt? Da ist das Mikro. Müsst ihr da reingucken. So, wir sagen mal Tschüssi, ne? Bis demnächst Bis auf dieser demnächst. Welle. War wieder schön mit euch. Ja. Ich hoffe auch mit uns. Ja, I hope so very Und ich würde well, mal ne? sagen, irgendwelche Uhrzeit, 19 Uhr und die Frisur sitzt noch, ne? Ja. Wie du aussiehst. Wie ich aussehe, ne? Wer ist Bertha? Setz die Ja, das Mütze ist, auf, dann das klappt ist das auch der mit dem Look. Hut. Das ist der Look hier. Das ist der Elb-Look. Der Elblock, super. Ja. Wir sagen Tschüss, wir gehen jetzt mal auf die Tschüss, Fähre. vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bitteschön. Ja, ich mache dann auf jeden Fall noch die Maersk. Und ja, damit wir dann auch einen runden Abschluss hier haben. Ja, die Mädels, die machen ja immer nur halbe Streams. Immer nur halbe Sachen bei den Mädels. Möchtest du den Kuchen hier behalten? Nee. Simone, ich danke dir vielmals für 14 Monate. Danke für die vielen Streams. Danke Hamburg Hafen Live und Team. Danke Simone. Oh ja, das ist lecker. Genau, die haben keine Ausdauer, die Mädels. Ganz genau. So, jetzt sind die weg, die lesen auch den Chat nicht mehr. Jetzt könnt ihr mal richtig. Oh, jetzt wird's ruhig. Jetzt fängt der schöne Teil des Streams an. So, Fairplay 66 soll auch gleich mal hier ankommen. Etwas Liebe geht noch raus. So, jetzt kann ich aber mal den schnellen Schwenk machen zu der wunderschönen Fairplay 66. Ganz hübscher Schlepper.
Andreas, ich danke dir für 22 Monate. Schwester Hansen ist weg und schon wird's ruhig, ja. Das ist so. Schwarzbart Jürgen, du kennst doch die Antwort darauf, ob wir was geplant haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass wir am Wochenende ein bisschen AIDA hier machen. Sind ja mal viele AIDA-Fans da. Also ich würde mal sagen, sieht gut aus, aber versprechen, das mache ich lieber nicht so gerne. Das geht meistens in die Hose. Almut, ich danke dir nochmal für 2 Euro. Morgen, ja, morgen AIDA Sol und die Finnmarken. Mal schauen. Vielleicht, ja, mal gucken. Vielleicht stelle ich mich da auch mal wieder so ans Dockland oder so. Also morgen Sol und Finnmarken wollte ich eigentlich ganz gerne machen. Wäre eigentlich eine Möglichkeit, mal wieder entweder ans Dockland oder an die Seemannsmission, je nachdem, wer wie rum in Altona liegt. Sebastian, das ist ganz lieb von dir. Schreibt, Paddy hat ein echt tolles Team an seiner Seite. Ja, ohne dieses Team, ohne die Leute, die hier im Hintergrund alle so ein bisschen mitwirken, wird das alles nur halb so viel Spaß machen. Der Gameplan in der Hamburg Hafen Live Programmzeitschrift. Ja, die Programmzeitschrift nennt sich Segelliste hier in Hamburg. Das ist eigentlich die Programmzeitschrift. Tube Radio History, die besten Streams gibt es leider nur bei Hamburg Hafen Live. Wieso denn leider? Was ist denn daran leider? So, die Maersk hat wohl abgelegt, wenn ich das richtig lese. Dann gucken wir noch mal, ob wir noch mal, wollte gerade sagen, nee, ob wir noch mal das Ding hochkriegen. Die Drohne noch mal in die Luft kriegen. Hier ist die Frage, ob man einen Unterschied merkt zwischen Sommer und Winter, was den Schiffsverkehr angeht. Also was die großen Schiffe angeht, nicht. Sicherlich hier so Partyschiffe, Ausflugsdampfer, kleinere Sportboote und so weiter. Das sind alles so Dinge oder so Schiffe. Da. Oh! Das sah gerade aus, als ob die Möwe auf Kollisionskurs war. So Martin, jetzt wolltest du einmal hier für dich eine Drehung haben. Dann kriegst du die jetzt einmal so runtergefilmt oder wie hättest du es gerne? Einfach so schräg, so wie jetzt. Und jetzt soll ich mich einmal im Kreis drehen. Genau. Ja komm hier, dann lass. Ich weiß zwar noch nicht, was das soll, aber da kriegst du das. So. Ja. Und jetzt einmal 360 Grad. Genau beobachten. Wo sich Himmel spiegelt und wo nicht. Ist natürlich mit den Wellen jetzt nicht so einfach zu beobachten. Ja, das ist ja ein Durchschnitt. Genau. Und ich muss mir das dann zu Hause natürlich in Ruhe angucken. Ach, du analysierst das dann zu Hause. Die Theorie ist, dass es 90 Grad zur Sonne einen polarisierten Himmel gibt und im richtigen Winkel warte mal, jetzt ist natürlich der die Spiegelung im Wasser weg. So wie ein Polfilter die Spiegelung wegflickt. Ja, das kann sein. Ich glaube nur, dass du das. Ich glaube nur, dass du das jetzt hier aufgrund der Wellen ganz schwer erkennen kannst. Ja. Dankeschön. Ja. Ich werde mir das aber in Ruhe angucken. Also wenn dir das hilft, ich danke dir. Sehr gerne. Das ist ein kleiner Bildungsauftrag. Erik schickt 2,49 für eine Kiezmische zum Feierabend. Ja, die werde ich mir bestimmt gönnen. Herzlichen Dank. Und Guido Jakobs haut noch mal einen ins Phrasenschwein. Sensationell, 2 Euro, Dankeschön. Das Sensationell-Schwein. Das sind einfach schöne Bilder, die du mit dieser Drohne hinkriegst. Das ist richtig, richtig schön. Ja, jetzt gehe ich gleich mal da so ein bisschen in den Zoom und dann müssten wir eigentlich da hinten die Maersk erkennen. So, zoomen wir mal. Da kommt sie raus. Ach, guck mal, das Licht ist aber auch heute mit uns, ne?
Nicht nur die Macht ist mit uns, auch das Licht. Gameplanet fragt, was Kiezmische ist. Ja, das ist im Prinzip sowas wie Radler oder Alsterwasser. Ist halt im Prinzip, ist eigentlich der Marketingname von Astra. Haben aber eine ganz gute Mische hinbekommen, also es schmeckt echt lecker. Ja, besonders groß ist sie nicht, die Maersk Batam, aber immerhin ein Schiffchen. Und eine markante Farbe. Ja. Aber mal gucken, wie das so in einem Jahr ist mit Anzahl an Maersk-Container, also an den blauen, neue blaue Maersk-Container. Vorhin das schwarze Schiffchen war auch eine Maersk, oder? Ja, die war aber geschartert. Ah. Und wahrscheinlich haben die sich, keine Ahnung, wie da der Vertrag aussieht, haben die sich vielleicht nicht die Arbeit gemacht, das umzulackieren. Oder sie machen es vielleicht, wenn das eine Langzeitcharter ist, vielleicht, wenn sie das nächste Mal in die Werft geht. Guck mal, Hamburg-Südschiffe sind ja auch sehr lange mit der roten Lackierung gefahren. Wessen Farbe ist das schwarz? Ich weiß nicht, irgendjemand hatte eben im Chat geschrieben, von wem die gechartert war. Ich habe es schon wieder vergessen. Denn an den Kratzern sah man tatsächlich Türkis drunter schimmern. Echt? Ja. Türkis, aber nicht das Maerskblau, ne? Nee, ein bisschen grüner. Okay. Oder sie hat sich mit irgendwelchen Maersk-Schiffen gerieben. Ja, das kann natürlich auch sein. Ah, Sebastian schreibt gerade, auf dem Wesselfinder war sie auch Maerskblau. Mhm. Ankerbengel, tschüss mein Lieber. Ja, ich glaube, von der Uhrzeit passt es noch nicht, dass Druckverlust da hinten lang fährt. Aber das ist auch, das wäre auch so klein. Also die A7 ist wirklich, die LKWs auf der A7 sind wirklich so schwer zu erkennen. Über die Köbernbrücke fährt er ja gar nicht. Nee, Das ist nur dieses ganz kleine Stückchen A7, was Ja, man ja. sieht, ne? Ja, ja. ach guck mal, hier hat sich jemand Sturmdrücker genannt und fragt, ob ich zur Sail in Bremerhaven bin. Nein. Sail haben wir nichts oder habe ich nichts geplant. Ah, hier, guck mal, die Maersk Genua gehört FPG Shipholding Panama. Manager und Zertifikatinhaber ist C-Span Ship Management. Ja, also farblich ist das echt immer ein Knaller, in die Richtung da zu filmen. Selbst wenn kein grünes und pinkes Schiff da liegt. Ja, und jetzt, letzte Woche wurde ja bekannt gegeben, dass nun auch die Hafen-West-Erweiterung stattfindet. Das heißt, hier dieses Gelände, was ihr hier auf der Kamera seht, wo die ganzen Bäume sind, da wird ein Teil von abgetragen.
Dahinter ist ja der Drehkreis, der Parkhafen, der soll von 480 auf 600 Meter erweitert werden. Und dann wird hier ein neuer Anleger installiert. Ich glaube, der wird dann hier hinkommen, wo jetzt die Container stehen. Da soll eine 1 Kilometer lange Kaianlage gebaut werden. Ja, ich nehme mal an, dass es da, wo jetzt auch schon quasi Kaimauer ist, da werden dann nur entsprechende Krananlagen installiert. Und ja, wahrscheinlich müssen sie noch ein paar andere Arbeiten machen. Vielleicht müssen sie auch verbreitern. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was alles gemacht werden muss. Haben sich ziemlich viel Zeit genommen in der Planung. Planfeststellung erst in 5 Jahren. Ja, aber die Pläne wurden ja auch mal irgendwann, glaube ich, in die Schublade gelegt. Das heißt, diese ganze Westerweiterung war ja vor Corona, war die ja schon mal ein Thema. Und dann haben sie die, glaube ich, erstmal ad acta gelegt. Naja, aber jetzt soll sie dann irgendwann 2035 oder so kommen. Matze, ich danke dir vielmals. 2 Euro, um 1:30 Uhr geht der Wecker. Ja, dann aber ab ins Bett. Ich hoffe, du kannst pennen. Last ship of the day. Die Maersk Batam. Nein, da verfolgen. Alles gut. Nochmal. Die Fastmoker. Ja, Thorsten, das stimmt. Die Maersk sieht gerade aus wie so ein kleiner Fieder, hat aber trotzdem 220 Meter. Wahrscheinlich verschwindet die auch gleich komplett hinter den Bäumen. Die großen Schiffe kann man ja immer noch sehen. Kann sein, dass die von der Maersk nicht so wirklich viel zu sehen ist. Schauen wir gleich mal. Guido, tschüss und schöne Nachtschicht, sofern man die als schön bezeichnen kann. Christian verabschiedet sich auch. Christian, tschüss. Vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Online werden es die Pläne nirgendwo geben. Das war
Wolwig, ich danke dir. 500 Bits. Über 100.000 Toy Points erreicht. Was mache ich damit? Ja, das ist eine gute Frage. Mir ist ehrlich gesagt noch nichts Sinnvolles eingefallen, was man auf Twitch mit diesen Kanalpunkten anstellen könnte. Leider bisher noch nichts. Ach, da fährt auch gerade der Festmacher rein. Toy Point Anlageberater. Ja, genau. Da kommt sie. Ja, der vordere Schlepper ist auch schon los. 224 Meter, die fahren hier mal gerade ganz easy raus. Jetzt kommt sie auch hier auf der Kamera. Schlepper-Information. Ach, das sind doch noch mal ein paar schöne Bilder. Auch wenn das Schiff nicht so spektakulär ist. Aber egal, immerhin in Maersk-Blau. Der Segler da unten. Ja, kleiner Segler da mit bei. Kann man mal machen.
Auf dem freien Meer hättet ihr jetzt Vorfahrt, ne? Aber Ja, ja, eigentlich haben die Wissen wir Segler. besser nicht? Ja, ja. weil Berufsschifffahrt Vorfahrt hat. Naja, und letztendlich muss man sich hier auch die Frage stellen, ob das nicht mit gesundem Menschenverstand, Wer hat die besseren ob Argumente? der gesunde Menschenverstand nicht die Vorfahrt regeln sollte. Ja. So, der Saturnus müsste gleich auch noch von links ins Bild kommen. Wow, Volvic. 1000 Bits Mod Support. Herzlichen Dank dafür. Guck mal, jetzt haben wir doch wieder ein schönes Bild mit Segler und Schlepper. Ja, die Farbe macht viel aus, finde ich. Ne? Also dieses Blau von Maersk ist einfach sehr schön. Ein bisschen Patina dazu. Toll in Schuss das Schiff. Sieht gut aus. Kann man nicht sehen. So klein. Ja, du musst so ein bisschen gegen das Licht gucken jetzt, wenn du die Drohne sehen willst. Jürgen, ich danke dir für 10 Monate. Tolle Bilder, gerne weiter so. Ja. Und der Leon ist seit 4 Monaten dabei auf Twitch. Leon, ich danke dir vielmals für das Sub.
Guck mal, da ist sogar irgendwie, steht noch ein LKW zwischen. Da kommt der Lotse. Boah, spiegelt das in der Sonne. Heftig. Ja, sie ist jetzt aber schon verhältnismäßig weit weg. Und ich muss so langsam... Oh, noch haben wir genug Akku, aber... Zumindest mal so grob hier wieder in eine Richtung fliegen. Ohne groß. Macht's gut, ihr Lieben. Martin, danke, dass du da warst. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ja, Mensch, das war doch eine runde Sache mit dem Stream heute, oder? Nur die Belichtung habe ich gerade so gar nicht im Griff mit dem Gegenlicht. Jürgen, ganz lieben Dank. 2 Schweizer Franken für einen der besten Kanäle. Das freut mich. Danke, danke. Ups. So. Dann landen wir mal. Guck, so weit weg war ich gar nicht, ne? Aber mit dem Licht ist schon immer ein bisschen schwierig. Okay. Ups. So. Dann wollen wir mal hier. Ups. So, da bin ich. Ihr Lieben. Mensch, das war doch eine schöne Runde, oder? War ein schöner Stream, also mit tollen Schiffen, tolles Licht. Mega Wetter, ja, die Mädels natürlich dabei, mit ein bisschen Action. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es richtig Spaß gemacht wieder.
Aber hey, Wetter ist halt die halbe Miete. Ne? Die beiden letzten Regenstreams, die wir hatten, ging auch, funktioniert auch, aber Regen ist halt immer nur halb so schön. Ne? Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Fetten Dank auch für die Kanalunterstützung wieder. Also es war echt wieder sensationell, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Und natürlich einen fetten Dank an unsere Moderatoren. Morgen schauen wir mal. Also morgen haben wir auf jeden Fall AIDA, Sol und Finn-Marken da. Gucke ich mal, ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Am Wochenende Prima Perla. Schauen wir mal. Aber Hauptsache kriegen keinen AIDA Overkill, oder? Gibt aber immer ein paar, die sagen, nee, du AIDA kannst du nicht genug zeigen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ach nö, schon wieder eine AIDA. Aber egal, wir versuchen ja für alle was zu machen. Also, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut, einen schönen Abend noch. Hamburg Hafen Live, over and out.